So, dann gucken wir mal, ob das Ganze auch mal läuft wieder. Ausgelassene Bilder keine, das ist doch schon mal schön. Dies ist doch schon mal schön. Machen wir kurz mit Neuladen. Sonst habe ich selbst auf das eigene Teil nicht zugreifen. Live Control Room, richtig. Ich muss erstmal den Mist einstellen. Ich vergieße ja immer. Ich kann mit OBS nur einen kleinen Teil einstellen, alles. Weiß immer noch nicht, warum das so ist, aber es ist halt wie es ist. Das kommt einmal unter G wie Genshin, Open World und Action RPG. Ja, das würde ich jetzt so die 3 Dinger machen, was dazu gehört. Ne, das gehört nichts, genug Kindern. Bezahlte Werbung habe ich nicht. Text, Genshin Impact 80b 60 FPS. Also ist immer noch doof, dass ich das erstmal eingeben muss, aber es ist halt wie es ist. Kann ich nie ändern. Mich würde lieber alles über die OBS-Software machen. Das geht aus irgendeinem Grund nicht. Oder ich finde es nicht mehr, keine Ahnung. Irgendwie auf jeden Fall so. Ja, das ist auch soweit. Ich glaube, so viel mehr ist nicht. Ja, und Action RPG, so. Dann haben wir das alles. Und was soll ich noch sagen? Es ist Deutsch. Schlimm. Die Aufnahmedatum ist aber selbst drin. Genshin Impact. Richtig. Haben wir das. Speichern. Danke. Dann ist das der Link, den darfst du kopieren. Hier. Nein, du brauchst nicht speichern. AC, Poste. Poste schließen. Dann kannst du das hier. Poste. Schließe. Schließe. Jetzt müsste ich, wenn ich jetzt da drauf gehe, zack. AC. Ja, passt. Läuft auch. Dann haben wir das auch, dann kannst du da wieder zurückgehen und den Live-Control. Danke. Dann nehmen wir das ist. Gut, Pause. Dann schauen wir mal. Starten wir mal Genshin. Aber ich glaube, die Vollbildaufnahme funktioniert bei dem nicht. Zumindest waren das irgendwie die letzten Erfahrungen. Ja, komm. Ja, machen wir mal. Vollbild. Sagst du? Gehen wir wieder ins Spiel rein. Nee, da kommt gar nichts. Richtig geraten, ne? Hä? Kopieren. Muss ich das auch noch machen. Ungünstig, mal kurz. Kann ich gar nicht. Dieses ja Depot. Das hier kopieren. Einfügen. Kopieren. Einfügen, weil das passt trotzdem. Aber das Problem ist, ich brauche die Bildschirmaufnahme hier. Denn anders möchte Genshin sich nicht aufnehmen lassen. Das kannst du ganz unten hin machen, weil das ist das, was von den anderen beiden sollten drüber sein. Weil Genshin lässt sich nicht aus irgendeinem Grund im Fenstermodus aufnehmen. Man muss da immer den Bildschirm aufnehmen. Er weiß nicht warum, weshalb, wieso, ist aber so.
Deswegen war ich mit Streamen auch erst unsicher, weil ich eben diesen Mist weiß. Wunderbar. So. Ja, meine Latenzen sterben. Okay, Streaming wird vielleicht komplizierter als erwartet. Na, kann ich nicht ändern. Sollten wir dies als erstes mal erstmal die ganze. Ja, was muss ich überhaupt noch machen im Erlebnispass? Gute Frage. Anführergegner oder Herausforderungen. Anführergegner, was braucht man denn für die? Glaub, du hast Coppelius, okay. Aber mit der Truppe versuche ich das erst gar nicht. Das würde nicht hinhauen. Na, Chatrate. Achso, ja, das passt. Jetzt bleibt das. Ich weiß immer noch nicht, warum das in diesem Menü immer hängen bleibt für ein paar Sekunden. Coppelius ist da drüben. Irgendwas sagt mir, das Spiel mag streamen so gar nicht. Liegt nicht an meiner CPU oder so? Keine Ahnung. Ja, ist immer noch komisch, dass ich bei dem Spiel keine Vollbildaufnahme machen kann. Der blockiert das einfach. Oft ausprobiert. Ist halt wie es ist. Gehen wir nochmal ein bisschen darüber, so. Dann ist ein bisschen besser im Bild. Oder ein bisschen näher an mir. Nur meinen Sarkasmus fixieren. Dann hat sie es gefunden, aber nicht wirklich gut. Okay, eins kann man machen. Kann man schon eine tollen Weiße machen. Man hat ziemlich viel markiert. Helios. Na, das Bild ist ein bisschen trüb. Aber es geht. Ich wahrscheinlich am HDR, kann ich aber nicht wirklich ändern. HDR darf ich nicht streamen, da weigert sich Coppelius Bräu. Right here, right now. Allow me. Jumpy, jumpy, go. Yeah. Lazy delay. Yeah. That really hurt. I see everything. Emerge, right here. Nothing lasts forever. Deshalb muss ich das Scheißschild aktivieren. War gar nicht dauern willst, den hab's noch vorher eingewechselt. Ach Gott, kann ich das auch, wenn das Schild alle kurz lang aufzubauen?
Danke. Ja, das sind die Dinger, die ich brauche, die Coppelius. Noch ein Breuer, nur jede Menge. Right, ist nicht so vom Level. Aber ich könnte 2 Gegner abwechselnd machen. Oh, nochmal. Okay, mit den 2 Gegnern funktioniert auch nicht einfach. Wo ist er denn? Er ist nicht so weit oben. Ich hab den noch nie auf Max. Reicht nicht mehr für die nächste Stufe. 20. Erstmal darauf. 12 Dailies machen. Weil die Wartezeit kann ich nicht anders überbrücken. Durchschnittliche Frame-Render-Zeit 0,8 Millisekunden. Ja, schier. Die Mission kenne ich alle nur auswendig. Speicherauslastung 1,3 GB. Ach so, naja. Gibt's einen Festtagsaft? Bin ich leider schon nur auswendig. In der Juri. Oder Euri, keine Ahnung. Irgendwie so. So. Ja. Und den habe ich unendlich Fehler. Und wieder zurück. Der Ping ist schön. Mein Internet ist halt wirklich so gut wie tot, wenn ich stream. Bin eigentlich mal das bessere Verständnis, das wieder umstellen, wie ich es immer beim Spielen habe. Könnte helfen. Ist trotzdem laut, aber allerdings ist es besser zu hören in der Übertragung. Ja, komm. Ich liebe diese Mission. Das passiert immer. Weiß nicht warum, aber bei der Mission ist auch immer, dass einige Sekunden Schwarzbild bleibt. Werde ich auch nie herausfinden, warum. So. So, die Truppe einmal wechseln. Ich hoffe, dass ich den schon wieder machen kann. Ja, darf ich. Wo bist du? Wer weiß, dass ich da hören muss danach.
Wenn es wenigstens unter 100 Millisekunden bleibt, ist ja nur in Ordnung. Oder Filter drin? Yes. Share my knowledge. Right here, right now. Emerge. Blazing to light. Boom. Boom. Right now, right here. Rest and rebuild. Torch, right from here. Zwei. Und wieder Truppe. Nicht. Ihr könnt nur auf euch. Du sollst eigentlich da oben auf dem Zaun rumlaufen. Auch nicht der wo Wasser ist, schade. Ich würde mir jetzt ehrlich gesagt lieber gewesen. Shower me with praise. Say cheese. Umbrella warfare, I guess. This one's got your name on it. Fire! Truth bomb! So, dafür jetzt wieder, oder? Ich glaube aber das. Nein, der braucht noch. Ich hab's doch gewusst, dass das wieder passieren wird. Wie wir das mit diesen Pausen. Ich darf sie eh nur 4-mal machen. Ohne zusätzliches Herz zu verschwenden. Also weiß ich nicht, warum da immer noch nicht Pause ist. Ich werde es bis zum letzten Tag nicht verstehen. Ja. This one's got your name on it. Hiya! Umbrella warfare, I guess. Was ist denn da? Ich sehe das mit dieser Zeitüberbrückerei. This one's got your name on it. This one's got your name on it. A proper send-off from the Spina with love. Umbrella warfare, I guess.
Watch out! Feeling lucky? Wenig voll. Jetzt aber. Nee, ich darf wieder. Dann gehe ich erst löschen aus dem Stream, weil ich kann da nichts gegen tun. Windows 11 macht Auto HDR. Bitte mal. Wäre das Story eigentlich Meter weit zurück? 3,9%. Wir brauchen nur einen. Den weiß ich gar nicht mehr, ob I ich see den everything. brauche. The Temple of Wisdom. Anderes Mal ein Stück weit lieber, der Right macht here, mir ganz right viel now. Schaden. Allow me. Phew. Oh, draw them all up. Hi-ya. Ooh. Ah. Ooh. Yeah. Ooh. Hi. Ooh. Yeah. Ooh. Ja, dass du das jetzt brauchst. Kann ich beide im Bett haben? Rush and rebound. Emerge right now. I'm always watching. Das Schild sollte Right trotzdem here, right abhaben. now. Emerge. Wollte ich gerade sagen. Dann keine Heilung. Man muss halbwegs voll sein, ich am nächsten kann. Und probier die letzte. Nur die letzten beiden machen. Ist überhaupt noch zwei? Ja, doch sind noch zwei. Das ist natürlich schwer, das ist ein bisschen ungünstig für die Truppe. Ja, die sind ungünstig. Auf zwei Art und Weisen lösen. Smile. Hard-hitting exclusive. So. Okay. Da hinten. Der letzte Teil des Events. Kennen. Am besten gehen. Feeling lucky? Coming at ya! A proper send-off! From the Spina with love.
heißt jetzt nur den Charakter wechseln. So, und dann noch einmal die Beihäuser noch rein. Ich glaube, es war zu schnell. So, ich liebe dieses Ding. Ob ich da warten muss immer. Nur weil du diese Zeitsperre hast, die ich nicht nachvollziehen kann. Du hast ja eh nur begrenztes Material zum Wiederholen. Also verstehe ich bis jetzt nicht, warum. Wieder etwas einsammeln, bis dass ich die Zeit schon habe. Welche Gegner besiegen die absolut höchste Gefahrenstufe sind? So, jetzt dafür aber bitte. Ja, danke. Ich hab nämlich nicht Lust, jetzt 300 Stunden rumzutun wegen dem Quark. Ich verstehe, warum es da Cooldown-Zeiten gibt für die Bosse. Das macht einfach so wirklich überhaupt gar keinen Sinn. Weil der eh limitiert ist durch die Währung. Also warum noch ein Zeitlimit oben rein drauf? Vielleicht über ein Männchen 5, aber ich bin halt absolut überflüssig. Klar könnte ich jetzt dann 30 mal einen Boss machen, wenn ich 30 von den Kapseln da hätte, aber ja. Die musst du aber auch erstmal dir verdienen oder kaufen, weil das trifft's besser. Everyone hold hands. Share my knowledge. Right here. Emerge. Ich glaube, die Season Hold the line. Arctics jetzt da nächsten Season Pass ehrlich zu sein. Hey. Right now. Emerge. Right now. Ich weiß, dass du diese Schild lange hältst. Du brauchst auch gar nicht, weil du eh instant bist. Was an accident. Danke. Ja, deine Statue. Du hast doch die Verbindung nicht abgebrochen. So, YouTube aktualisiert nur alle 5 Sekunden, das erklärt so einiges. Dann mache ich es eben so. Okay. Ja, ich kann jetzt da mal die Dinge aufmachen. Ich hab so das Gefühl, dass das unterirdisch hier ist. Ne, doch nicht. Das Auftrag. Kannst jetzt erstmal hier markieren. Nein! Liebe das mit diesem Snapping. Ja, da ist dann, glaube ich, nicht so eine Aufgabe so. Das Snapping kann manchmal sehr ungünstig sein. Gruppe passt, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eine Aktion. Dann ist sie. Ach, die hast du jetzt auch schon wieder angefangen.
Bloß nicht zu viel. Das Ding, wo ich eigen habe. Okay, dann muss ich. Ist aufgeklärt. Ich darf ich noch gar nicht machen, weil ich da wollte gerade sagen, weil ich da wieder einen Arkon-Auftrag oder so machen muss. Da habe ich absolut gar keine Lust. Das muss ich echt gestehen, darauf habe ich so gar keine Lust. Was? Kann ich dich noch zu markieren oder ist das unmöglich? Ich weiß jetzt gar nicht, ob das geht. Doch, du hast beides markiert, ich sehe es gerade. Danke. Diese Truhen kann ich hier fast noch überall finden, weil ich habe mir nie groß angeguckt. Ich habe ja immer bei den Events so ein bisschen mitgemacht. Aber ich habe mich halt nie so direkt umgeguckt überall. Auch wenn ich sagen muss, in den Events habe ich halt immer so ein bisschen zu mit erkundet. Also ganz unerkundet ist hier nichts, aber... Haben wir dich da, da ist da drüben irgendwie. Gehen wir mal rein. Mal gucken, ob es da Rezepte gibt. Kritikerin, da. Soll's gehen. Hier bitte, ja, das ist ja länger. Da gibt's eine Fonta, die hat natürlich nichts mit der Fanta zu tun. Natürlich nicht, ich kann den Käse auch eigentlich kaufen, Geld, da habe ich eh keine Probleme mehr. Oh, mal gucken, wie viele waren's. Weißt du, was zum Erlebnis passt tatsächlich? Ich glaube, bereit kriegst du eine. Nee, das ist nicht von. Ja, das mache ich danach. Da jetzt gar nicht mal scrollen raus. Wo ist mein Cursor? Ich glaube, mit frei kriegst du tatsächlich, glaube ich, gar nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5 kriegst du. Von den Monden. Ich hab's gewusst, das waren eigentlich gar nicht so viele. Und nochmal 5, wenn du bezahlt hast. Wo und Fluch sind die Teile. Ich bin total überladen damit. Jetzt kannst du mal einsammeln. Die Events muss ich machen. Zettel werden eigentlich nicht automatisch verwendet, sage ich doch. Rezepte. Willkommen, das ist der Board, eine Bühne für feines Essen und anspruchsvolle Kunst. Mögest du hier sowohl das Essen als auch die exquisiten künstlerischen Darbietungen genießen. Über die Auftritte. Wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte, dann wäre es natürlich die Zauberschauen. Ich glaube, Shows wird nicht übersetzt, aber kann man machen. Des großartigen Zauberkünstlers Linney, seinen Assistentin Nett. Ihre Zauberei ist von überraschender Schönheit und steckt oftmals voller überraschender Ideen. Aber die Zeit in ihrer Auftrag, das sind ebenso unberechenbar wie ihre Zauberei. Jeder Gast kann sich glücklich schätzen, wenn er die Chance hat, ihnen zu begegnen. Ja, mir geht es hier nur die Kritik und so interessieren. Naja, ich kann mal gucken, ob da irgendwelche Schatztruhen rumstehen. War ja noch nicht. Kommt ja auch zu den. Irgendwas. Bücher oder so. Gibt's nicht. Okay, das wird am Ende nicht aufgenommen, aber ich gedacht, das
wunderbare Gerät, wo euch läuft, wird auch aufgenommen. Und darauf hätte ich dann sowas von keine Lust. Okay, da habe ich schon mal ein goldenes Ding schon wieder. Den habe ich ja noch nie welche gehabt. Hast du irgendwelche Bücher im Verkauf, wenn du im Kiosk bist? Hast du? Das kommt es mir eh nicht an. Wo soll es das sein? Dann müsste hier eine Blickrichtung sein. Dann müsste das wohl eher über mir sein. Das ist problematisch, ohne Aufzug da hochzukommen jetzt wieder. Seriously? But, Mr. Morris, I don't understand, sir. How can you only be telling me this now? Sind den Controller abgestellt? Vielen Dank für nicht. I'm afraid that there's nothing really I can do. I'm really facing a crisis. My hands are tied. But what about my film? Well, I'm afraid you'll have to come up with something on your own. Take it from me. Sometimes you just have to let things go. Same goes for this film festival. Oh. Hey, isn't that Xavier? So he's back in Fontaine now. Xavier! Oh, why, if it isn't the dear Traveler and Paimon. I really didn't expect to bump into you here at this time. Well, I was doing just fine until I received some terrible news just now. The investor I was working with for my upcoming film has fallen upon some hard times and is no longer able to provide the promised amount of funds. Can't you just find a different investor? Unfortunately, that's not how it works. We had signed an agreement specific to the Fontanalia Film Festival, stipulating that I cannot work with any other investors until the festival is finished. The Fontanalia Film Festival? What's that? Oh, is this your first time participating in Fontaine's Fontanalia Film Festival? Then allow me to fill you in. The Fontanalia Festival was established to commemorate the legendary Loch Knights, who went on a quest to search for the Oceanids, and eventually welcomed the Hydro-Arconageria. The holiday is deeply connected to the founding of Fontaine, as well as its unique laws and trials. It's one of the most important festivals for this nation. But what's with that weird expression on your face? It's like you're trying really hard to remember something. I was just trying to recall the exact description from the books, in order to avoid any unnecessary arguments over semantics. I usually try to recite things straight from the source. Well, either way, Paimon thinks she gets it now. It's just like the Windbloom Festival in Mondstadt, and the Lantern Rite in Lille. Yes, those are festivals of a similar variety. Who doesn't like a good festival? And just like those of other nations, Fontaine will hold a plethora of events around this time each year. To commemorate the Loch Knights, people will imitate them by putting on special costumes, raising golden cups, and going door to door asking for pure water. But a few years ago, Lady Farina started to find the whole idea a little drab, and so decided to change the part about pure water to sweets. That really doesn't surprise Paimon at all. The whole thing seems more akin to a carnival now, and it's quite popular among the kids. Every year you can hear a bunch of them saying, "Trial or treat." Oh, that sounds pretty fun. But how does that connect back to the film festival you mentioned?
Ah, yes, it appears I've strayed off topic. I just got too excited after seeing you. Let me get back to the point. The Fontanalia Film Festival is an event proposed by the Fontaine Film Association this year. Now that film technology has matured as a medium, it's the perfect time to introduce more people to the art form. During this time, people may submit films to be evaluated, and the entry with the highest score will be given the Farina Award by the association. The what award? The Farina Award. You know, after the Hydro Archon. They coined it while Lady Farina was still in power, but even though things have changed, no one has made any motion to update the name. Perhaps everyone still thinks of it as a pretty appropriate name. Even though she isn't the Hydro Archon any longer, Lady Farina is still Fontaine's superstar. Anyone with eyes can see the way she shines on the stage. Huh. Alright. Guess the name does work pretty well when you put it that way. Oh, but who would have guessed there'd be an issue with the funding? How will I ever explain this to Miss Chiori? Not to say all the other actors who traveled all the way here from Inazuma. Chiori? Sounds familiar. Where have we heard that name before? Yes, that's her. I asked her to oversee the event's art direction, including the design of the actors' costumes and appearances. Oh, Paimon remembers now! Navia said that her clothes were designed by Chiori, and Kirara's outfit too! How to describe her? Well, she tends to be pretty direct and can be very forceful when it comes to dealing with people. The fashion world in Fontaine has dubbed her the Thundering Seamstress. Her remarkable designs have led many Fontainians to become very interested in Inazuma. Anyway, Chiori is acquainted with all the actors I've invited from Inazuma. Without her help, I don't think I would have been able to get such an international cast for the film. She really is a kind soul. Who are the actors from Inazuma? Do we know them? Why don't the two of you accompany me to the Aquabus station to welcome them? Judging from the time, the Aquabus should be arriving shortly. Chiori will be waiting to meet me there as well. Moskitenschüsse durchbrechen die Stille. Außenschritte in Raze, okay. 5 Tage. Da habe ich ca. 2000 Dinger, okay. Ja, ist das jetzt dann an der Seite? Dann machen wir mal. Gott, ist es kaputt, die Anzeige. Ich finde es immer wieder lustig, wie manche Sachen vertont sind und manche nicht. In Reihe und Glied Muskete anlegen, rasch ziehen, präzise vor und den Feind in Schach halten. Willkommen zur Spezialaktion Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung. Hier könnt ihr die Erfahrung der Musketenschützen genießen. Wir sind nicht ganz vertraut mit dem, was du da sagst, aber schau dir den Stand der Gendarmerie an. Könnte diese Aktion, von der sie da spricht, mit der Fontainalen zu tun haben? Oder die Zeit, Zenit-Stürmer, Führungsklasse, Kämpfer, seid ihr endlich aufgetaucht. Wenn ihr die Werbetrommel verrührt, erreiche ich meine Auftragsziel ganz bestimmt. Ich weiß gar auch nicht so recht, was wird. Ah ja, diese Kämpferding, soll das eine seltsame Bezeichnung für Annalena und Paimon sein? Ganz richtig, das ist der Ehrentitel, unter dem ihr bei einem Teil der Gendarmerie bekannt seid. Eigentlich habe ich euch schon einmal getroffen, aber eine ordinäre Schützin wie ich hinterlässt bei euch natürlich keinen bleibenden Eindruck. Das ist ja auch nicht verwunderlich. Ja, ich glaube, mit dem letzten Event war sie auch schon mal dabei.
Aber wenn das als unsere erste Begegnung zählt, macht das auch nichts. Ich bin Turina, neues Mitglied der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung und verantwortlich für die verschiedensten Nebentätigkeiten der Patrouille. Die Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung möchte die Popularität der Fontainale für eine Werbeaktion nutzen, um potenzielle Talente aus der Bevölkerung zu rekrutieren. Also tada, werft euren Blick bitte auf die Schießsimulatoren auf 1000 Schritte ins Schwarze auf dem Tisch. Dieser Apparat sieht aus wie ein Miniaturmodell vom Hof von Fontaine. Hehe, nicht nur der Hof von Fontaine. Dieses Geländemodell kann auch andere Landschaften darstellen, sogar die Wildnis. Natürlich ist dies nicht so spektakulär wie der Hof von Fontaine. Zusammen mit einer speziellen optischen Sehvorrichtung, die das Forschungsinstitut Fontaine für uns entwickelt hat, können wir eine Situation simulieren, bei der ein Schütze der Sonderpatrouille für Sicherheit und Überwachung den Feind von einer erhöhten Position ins Visier nimmt. Es klingt also wie ein Spiel, bei dem man das richtige Ziel mit einem Moskito amüsiert und schießt, richtig? Aber Palmer versteht die Bedeutung des Namens nicht wirklich. Was bedeutet auf 1000 Schritt und ins Schwarze? Furchtbar. Ich habe den Namen der Aktion von einem berühmten Zitat von Truppenführer Chevrolet abgeleitet, ein Ziel für uns alle. Ja, wahrscheinlich total falsch ausgesprochen. Als exzellenter Schütze muss man in der Lage sein, auf 1000 Schritt Entfernung ins Schwarze zu treffen. Obwohl es bei der gegenwärtigen erreichten Präzision durch die Massenproduktion der Musketen und des Sehvermögens unserer Schützen absolut unmöglich ist, auch nur auf 100 Schritt ins Schwarze zu treffen, kann es der Schwank von den 1000 Schritten. Aber Truppenführer Chevrolet schafft es mit ihrer Stärke vielleicht wirklich. Mach mal ein bisschen langsam, Palmer wird von einem ganz Gerede ganz schwindelig. Also den Begriff auch nicht so präzise ausfüllen. Es reicht auch, wenn das Spiel Spaß macht. Genau. Da haben die Zeitstürmer Führungsklasse-Kämpfer auch wieder recht. Manche Sachen muss man nicht bereit walzen, lieber einfach ausprobieren. Als ich kürzlich der Patrouille beigetreten bin, hat ein Stück hat das gut. Ja. Mindestens 10 Schüsse oder mindestens 20. Das heißt 20 kriege ich alles, ansonsten kriege ich weniger. Aber solange ich die Primus kriege, ist mir eigentlich ziemlich bohle. Blick auf 1000 Schritt ins Schwarze verwendest du eine spezielle optische Linse, um Gegner anzusehen und auf die zu schießen. Auf die Zieltasten, um zu zielen, ziele mit dem Mittelpunkt deiner Linie auf das Ziel. Und drücke auf die Schießentaste, um die Kugel auf das Ziel abzufeuern. Besiege alle Gegner, um die Herausforderung abzuschließen. In einigen Szenarien ist die Munition begrenzt. Besiege alle Gegner, während du dieses Limit einhältst. Die Empfindlichkeit des Schusses kann unter horizontal Kameraempfindlichkeit-Modus für gezielte Schüsse und vertikal Kameraempfindlichkeit-Modus für gezielte Schüsse in den Einstellungen unter Steuerung eingestellt werden. Das ist jetzt was Neues. Der geht da ja ziemlich bescheuert umeinander. Wie sieht's da hin? Ja, ich sehe den Großen gar nicht. Schlafende Leute zu erschießen ist echt mies. Wo ist der Große? Da. Soll irgendwas sein? Da ist er. Okay, der geht dann nur zwischen den Dingern umeinander. Da hinten.
Äh. Eng. Eng. Und eng. So, noch ausformulieren. Belohnungen, die ersten beiden schon mal einsammeln. Versehrtheit des Wertpoints. Das heißt, dann muss ich wahrscheinlich diesen Ballon beschützen. Okay. Dann kann die Wertpoint sehr schnell besiegen alle Gegner, während dieses Ziel beschützt wird. Das habe ich gerade 100 Mal bekommen. Die Zielempfindlichkeit ist ja teilweise echt sehr gering. Ich glaube, ich habe die schon auf Maximum soweit. 4 von 37, aber wann geht denn da die Apathie ab? Ja, wo ist der letzte hin? Wow, das ist ein großer, das heißt, er braucht 2 Treffer. Da ist noch einer. Na, immerhin etwas. Komm. Eng. Ich darf nicht außerhalb der Zielperspektive schießen, aber... Das ist natürlich schon Vollgas durch. Jetzt 2 auf einmal, das ist ein bisschen mies. Ah. Oh, ich liege mir ganz gut. Wenn ihr so dumm seid. Bestimmt nicht groß rumtun. Warum leben die beiden noch? Gecheatet. Daher, bumm. Daher, bumm. Natürlich 50%. Wunderbar. Schüsse übrig diesmal wieder. Ich bin jetzt echt nur blöd rum, oder was? Au. Ja, seine Familienplanung ist durch. Warum? 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 Sollte passen. Das seid ihr nicht gerade. Ist ungünstig. Ist ein bisschen auch nahe zu laufen. Hat echt nur so einen kleinen Radius aus. Boom, sollte passen. Noch 2 Stück. Oh. Hinten. Nein, es war ein Fehlschuss. Hä?
kann ich gar nicht erwischen. Ernsthaft? Das geht ja schnell. Und das letzte da. Ich spiele unversehrt, weil das mag ich mal gar nicht so ganz gerne. Aber wenn die ungünstig stehen, kann das sehr schnell nach hinten losgehen. Ja. Im Schenkel schießen. Okay. Das sind schon wieder so viele auf einmal. Da ist noch einer, bis zum Veppeln. Ich wollte gerade sagen, wie viel hält er denn aus? Ups, na klar. Da war ein Treffer. Da ist noch einer. Mal die Halbzeit bisher. Ja, komm. Oh ja. Findest du doch, dass du nicht aus der anderen Perspektive überhaupt schießen darfst? Das ist etwas ungünstig persönlich. Ah, fuck. Ab im A. Kann ich nicht mehr wischen, ich wollte gerade. Die 3 sind fertig. Bumm. Bumm. Bang. Ernsthaft. Na, ging ja trotzdem ganz gut aus. Okay, dann ist der Abteil fertig. Warum abbrechen? Ist fertig. So ein Abbrechen. Ist abgeschlossen, aber egal. Na, dann haben wir den Teil schon mal wieder fertig. Die geniale Beschwörung nicht ausstehen. Ich hab damit nicht viel Mut. Ich mag keine Kartenspiele. Wundervoller Tag, nicht wahr? So berühmt wie ihr beide seid, muss euch doch ständig jemand sein Namenskärtchen zustecken. Ah, du kennst uns. Oh, Annalena, dieses Kind redet wirklich wie ein Erwachsener. Es ist ein gängiger Irrtum oberflächlicher Leute, andere aufgrund ihrer Jugend zu unterschätzen. Ich halte euch nicht für so oberflächlich. Ich möchte mich ja nicht aufspielen, aber mein älterer Bruder und ich sind wohlbekannte Filmregisseure in dieser Gegend. Die Leute nennen mich gewöhnlich Herr Petit Lumière. Möchte ich uns auch dein Namenskärtchen geben? Ganz richtig, ich bin sehr an eurer Abenteuererfahrung interessiert. In unserer Branche sind wir stets ganz wild auf außergewöhnliche Geschichten. Da ihr mich noch nicht kennt, möchte ich mich zunächst einmal vorstellen. Mein älterer Bruder und ich drehen schon lange zusammen Filme. Wir haben auch schon einige relativ bekannte Filme gemacht. Vielleicht habt ihr ja Arbeiter verlassen die Werke gesehen. Oh, mach nichts.
Und was ist mit Einfahrt eines Aquabusses? Auch nicht. So ist das also. Ist ja auch kein Wunder, ich und mein Bruder haben als Filmemacher noch einen langen Weg zu gehen, aber wir werden in Zukunft viele berühmte Filme drehen. Die Produktion eines Filmes vom Manuskript über das Zusammenspiel von Darstellern, Kameraführung und Regisseur bis hin zum fertig geschnittenen Film ist ein recht faszinierender Prozess. Der eigentliche Dreh ist dabei der Teil mit den meist technischen Aspekten. Die wahre Perspektive entscheidet darüber, welche Informationen der Zuschauer erhält und was für eine Stimmung in ihm erzeugt wird. Die Texte sind zwar auch wichtig, aber sie reichen nicht aus, um eine Geschichte aufzubauen. 4 Klappen. Ich war schon immer der Meinung, dass 4 Klappen für die kleinste erzählerische Einheit ausreicht. Innerhalb dieser 4 Klappen kann ein Genie ein Wunder erschaffen. Möchte ich einmal versuchen, ergreift diese Gelegenheit, Unfaszinierung des Films zu erleben. Was sollen wir machen? Ja, was denn? Spielen. Ganz einfach. Ich habe ein paar kurze Szenen für euch parat, die als Hintergrund dienen. Es geht darum, mit verschiedenen Kamerapositionen Erzählungen zu experimentieren, um einige Kurzfilme zu erhalten. Seid ihr interessiert? Hört sich interessant an. Großartig, wenn ihr soweit seid, könnt ihr einfach zum Drehort gehen, den ich für die Probeaufnahmen ausgesucht habe. Ich werde euch dann auch Rückmeldungen zum fertigen Film geben. Ja, ich muss das eh so anmelden. Ja. Doch, ist schön. Sehr schön, ich habe den Drehort bereits ausgesucht. Die Darsteller sind auch an ihren Plätzen. Ich warte auf euch, bis die Aufnahme beginnt. Ich finde das so weird. Warum musst du manche Events über das hier auswählen und andere dann über die jeweiligen Figuren. Warum nicht dann beides über das machen hier? Wäre doch dann vielleicht unübersichtlicher, oder nicht? Weiß nicht, dass es teilweise so ist, dann wieder teilweise so, das ist schon ein bisschen weird. Was ist das jetzt? Durchfahren. Ich sehe bald kaum, dass das mystische Erz wieder voll ist. Meine Bedenken werden sich bestimmt wieder zeigen. Die Schauspielerin, gespielt von Lynette, befindet sich unter Wasser vom Weg abgekommen, verloren im Seegras, sucht sie in alle Richtungen den Weg. Als nach oben blickt, erhält durch die Wasseroberfläche ein einfaches Sonnenstrahl ins Gesicht und weist ihr Weg voraus. Okay. Ja, ja. Achso. So eine Kameraposition. Ich will fast das Bauten filmen.
Wenig beeinträchtigender musst du mehrere Aufnahmen nach der Anfrage des Regisseurs mit sie zu einem Film zusammenstellen. Die Kamerapositionierung ist beim Filmaufnahmen entscheidend und es muss eine geeignete Kameraposition gewählt werden. Einige Aufnahmen sind Erzählungen versehen, wählst die am besten geeignete Erzählung entsprechend der Geschichte. Sobald die Positionierung und die Erzählung aller Aufnahmen gelegt sind, kannst das ja. Ich konnte nicht mal den Text lesen, ne? 0 Punkte, okay. Will ich jetzt am ehesten das sagen? Mehr als 20 Punkte, mehr darf ich ja gar nicht mehr machen. So, auch 20 Punkte, da kann ich ja auch nicht viel mehr machen. 10 Punkte. Ist 20 dann immer das Beste? Ich kapiere das jetzt gerade gar nicht. So, bei auch nur festgelegt, du kannst den Film beginnen und die Ergebnisse ansehen. Der Film wird danach bewertet, wie genau die Anforderungen des Regisseurs entspricht. Gibt ihm Bestes und alle Herausforderungen zu erfüllen, eine höhere Bewertung zu erhalten, Belohnung zu gewinnen. Ich weiß halt echt nicht, was da groß jetzt verändern sollst. Weil das schon wenig wird. Irgendwas stimmt wohl immer noch nicht so ganz. Also ich weiß ja nicht. Da gibt es nur Punkte für, okay. Es gibt auch was bonusmäßig. Egal, versuche es nochmal. Das wäre jetzt ein Punkt, wo ich nicht hängen würde. Aber in einem Livestream ist es schwierig. Diese Try-and-Error-Passagen. Ich weiß nicht. Aha, es gibt also nur 10 Punkte. Wäre es eigentlich gewesen, wenn du erstmal eine grobe... Wie wäre es eigentlich, wenn du erstmal eine grobe Geschichte bekommst, wie viele Punkte du für was bekommen kannst? Was ist denn jetzt? Das Ding. Es gibt immer nur 10 Punkte richtig. Das heißt, habe ich da 10 Punkte, habe ich es richtig gemacht. Ein bisschen weird. Das wäre echt schön gewesen, wenn du da überhaupt ein Ding bekommst, einen Hinweis, wie viele Punkte möglich sind, dass du weißt, was da überhaupt ist, aber so ist einfach Try and Error, weil man denkt, man kriegt auch 20 Punkte maximal. Aber das ist dann nicht. Haben wir mal den Teil auch fertig. Es ist jetzt wieder über das zu machen. Szene wählen. Oh, bitte. Daher. Alter, ein bisschen weird, dass es da überhaupt keinen Hinweis gibt, wie viele Punkte du überhaupt machen kannst. Ich habe jetzt echt gedacht, dass es nicht nur 10 Punkte, sondern 20 Punkte gibt und darum nicht das Richtige hatte. Hat mir zwar sinnlos ausgeschaut, die anderen Antworten, aber wissen tue ich es halt nicht. Dann die nächste. In singender Hitze der Sonne wartet die Hauptfigur, gespielt von Nabe, auf ihre Freundin, gespielt von Palmer. Letzterer hält die Hitze kaum aus und erscheint lustlos im Blickfeld der Hauptfigur. Die Hauptfigur sieht einen
vorbereiteten Sonnenschein einen Sonnenbringer vor und deutet ihre Freundin an, mit ihr Schutz vor der Sonne zu suchen. Behaupten. Würde ich das sagen. Wenn es um beide geht, würde ich das. Durch das. Das. Anders wäre lustiger, aber unpassend. Da sieht man die Sonnenbrille gar nicht. Würde das jetzt sagen vom Zusammenhang. Aber wir werden sehen. Okay, das war schon mal nicht perfekt. Also es gibt jetzt schon wieder verschiedene Punktzahlen, das ist sehr weird. 110. Es war nicht genug. Ist dann die Sonne das Entscheidende? 20 Punkte, auch 20 Punkte, auch 20 Punkte, 10 Bonuspunkte, 20 Punkte, 10 Bonuspunkte, ja, dann müsste das 120 dann wohl hier sein. Einzigartiges Meisterwerk. Damit habe ich das fertig. Und Aktionen. Daher Teile und daher ja. Keine Ahnung, ob wir von da aus hinkommen. Okay, ist echt da hoch. Ein Feuerwerkshändlerin, gespielt von Ionia, kommt nach Fontaine, um sich mit ihren Kunden, gespielt von Riquetti, keine Ahnung, wie man das ausspricht, zu treffen. Dieser hat arrangiert, dass sie sich im Hotel de Bois treffen, um über ein Geschäft zu sprechen. Nachdem der Kunde die Muster begutachtet hat, ist er von den Produkten der Händlerin überzeugt und sie kommen ins Geschäft. Und dann mal los. Ist dann. Weiß jetzt gar nicht. Ich würde das hier sagen. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Was behaupten? Also wenn das die Dinge, dann ist eindeutig wohl die Kamera aufs Gesicht wichtig. An sind die Verkäufer ein Gespiel von jemandem präsentiert den Produkten. Also ich würde fast mit dem gehen.
Und die Dings siehst du ja gar nicht. Ah, nee, ich denke, dass das die Ware rechts daneben gemeint ist. Diese Produkte sind ja für deren Arze. Ja, mit ihnen lässt sich das schön einsetzen. Ich glaube, das ist genug. Also ich weiß nicht, das dann macht überhaupt gar keinen Sinn. Anfangen kann man was sein, indem du die Kunden gespielt von blablabla Films, Testegeschäfte auf beide Seiten trockenen Tüchern bist. Da du nun endlich hier in Fontaine bist, solltest du unbedingt unsere kulinarische Kultur genießen. Gut gemacht. Nein, das ist nicht gut. Lass mich noch einmal überlegen. Ich weiß gar nicht, ob der da jetzt zugestimmt oder nicht. Das wollen wir jetzt ausprobieren, das habe ich nochmal im Kopf. Okay, irgendwas stimmt nicht. The Palimonious idea of crisis awareness. Sag ich doch, und das hat nicht gestimmt. Zwanzig, 10. Hä? Da habe ich keine. Dann würde ich ja eh überhaupt das dann sagen. Also nochmal. Ich sag, das ist eher so ein Try and Error. Einzigartiges Mystery. Das wird das Menü. Oh, ich liebe meine Nachbarn. Und noch den Moment aufnehmen. Da ist jetzt echt schön zu wissen, ne? Von da aus, ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhalb oder unterhalb ist. Ich kann jetzt einfach mal da lang. Ernsthaft, du kannst ja gar nicht entlang. Darf ich da durchgehen? Nein, irgendwie nicht. Aber das ist schon keine Option. Noch heute über mir ist nichts. Ich habe das gefunden. Aber ich das nicht brauche, weil es eh nur Geld ist. Ach komm, das ist da ganz oben drum. Okay. Und egal, wir halten eine Sequenz. Miss Chiori? Your talk with the investor sure went fast. The Aquabus hasn't even arrived yet. Oh? And who are they? Allow me to introduce you. This is the Traveler and Paimon. Pleased to meet you. Likewise.
We've heard the owner of Chioriya Boutique is a skilled seamstress, so it's a real pleasure to finally meet you in person. Why, thank you. I strove to create an outfit that matched her high social station as the demoiselle. So tell me, what happened? I can tell the conversation didn't go quite as expected. Ah, well, it's like this. Ugh. I know, Chiori, you don't have to say it. You did remind me that this investor was a little bit sketchy. Yes, there's no doubt about that. But how could I pass it up? He offered me twice as much as the others. And therein lies the problem. Yes, but just put yourself in my shoes. After obtaining such an excellent script, it's only natural that I would want to make the most of the film. The budgets that the others had proposed were nowhere near enough. It's difficult to find someone willing to front such a large amount of mora, so... Don't be sad, Xavier. We might be able to help scrounge up some more together for you. Oh, thank you, Paimon. That means a lot to me. But the cost of the film is staggering. I'm afraid that any mora we can scrounge together in a short amount of time won't even be able to cover the actors' fees. We need to move on. What's happened has already happened, and there's no changing it. But now's not the time to give up. What? You're saying that you have a plan? No, that's not what I mean. I'm simply saying I wouldn't give up just yet. The actors I recommended aren't just after mora after all. Jo. Really? Then where do you live? We Malazines live in Marcy Village. The only way to enter is from underwater. Oh, you must be pretty tired after work every day, right? I mean, you have to swim all that way just to go home. We are so thoughtful. But some Malazines choose to live in the Court of Fontaine because it's so much more convenient. This is our stop. Oh, we've arrived, but I haven't even finished chatting with Abel yet. I also enjoyed Abel's introductions to Fontaine along the way. Everything you described was so clear and detailed that we can't help but want to hear more. Thank you so much. I'm usually working here on this aqua bus, so I hope I'll have the chance to see you again. There are still many more places I'd like to introduce to you. Ich habe immer wieder eine Sequenz stolpert. Welcome to the Court of Fontaine. Chiori, you sure have changed a lot. This is the first time we've seen you since you left Inazuma. I haven't realized it's been so long. I was in such a rush when I left that I didn't even get to say goodbye. Thank you for extending the invitation, Mr. Xavier. I'm looking forward to a fruitful trip here in Fontaine. It's an honor to have the head of the Kamisato clan visit us. So they're who you meant when you said you had actors coming from Inazuma? Oh? It's the Traveler and Paimon. Wow, what a coincidence! Ayaka and I were just talking about you on the way here. Are you also here for the film? We just ran into Xavier earlier and came over with him. But I'm not an actress. Sir Kamisato and Lady Ayaka are the real actors here. I'm just tagging along with Ayaka to have a good time together. About that, I mean, how was I supposed to contact you when I was making preparations for the film? I figured you were probably busy, and I didn't want to disturb you. So I could only keep you in the back of my mind while I sought other actors to play the lead roles in the film. I had been thinking about a surprise reunion with you during our trip here, but you still managed to surprise me first. Oh, so you all know each other already! My, what a coincidence! What are the chances everyone could be brought together here like this? Why don't we go to Hotel de Boer and catch up over a meal? I've already made a reservation. Huh?
Did you reserve 2 spots for us too? Yes, of course, of course. I'll be sure to tell the boss to serve a few more delicious dishes just to make sure there'll be enough food. Very well. Then please, kindly lead the way, Mr. Xavier. Mr. Xavier. Ich hätte jetzt Xavier ausgesprochen. Wow, the buildings in Fontaine are so tall. Just look at how big they are. And there's the fountain that Aval mentioned earlier. It really is a magnificent sight. And look at that huge spinning sphere. Where does it get its power? Wait a sec. Could it be one of those clockwork mecha we've heard so much about? So. Schön. Jetzt bin ich hier ganz unten. So günstig. Moment, das ist noch weiter unter mir. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, der zeigt ihn nach unten an. Jetzt mal wieder da hoch. Das heißt, er ist auf der oberen Ebene irgendwo. Stopped. Wo ist der denn da? Komm ich da irgendwie unter die Insel? Oder ist da gar nicht runter? Ich sehe da überhaupt nichts, was drunter ist. Was in die Richtung? Na denn? Weil ich wohl so schnell nicht rausfinden. Aber eigentlich, wenn ich auf die Karte gehe, da sagt ihr mir nichts von wegen, dass da ein unterirdischer Gang ist. Aber da ist offiziell einer unter mir. Okay, ist handlungsbedingt dann. An einer Straßenecke des Hofes von Fontaine hat eine Schauspielerin, gespielt von Charlotte, eine Kamera aufgestellt und ist gerade dabei, den richtigen Winkel zu finden, die ganze Schönheit des Hofes von Fontaine auf Film zu fangen. Nachdem sie verschiedene Perspektiven miteinander verglichen hat, steht ihre Entscheidung fest. Okay. Zeige den Schauplatz und die Figuren. Also wenn und, dann ist das eigentlich nur die hier. Nachdenkt. Eine Kamera vor, das ist schon gespielt. Nachdenkt, also ich würde dann sagen, dat. Chef wird gegeben, ein Artikel wird falsch geschrieben, aus dem Winkel gelegt. Keine Ahnung. Anfang Filme wie Schauspielen, gespielt von Schreck, Gedanken verloren in die Kamera blickt. Also sieht man nur einmal, sieht man überhaupt Charlotte. Ich das sagen? Sind nämlich hier fast das sagen. Ach, ich sehe ja wie im Hof, ja, dann ist eher das. Die Mimik. Bei Mimik siehst du nur auf dem Bild, da kannst du anderen nicht sein. So, Fontaine soll bis Zeit lichten. Das müssen wir so ja, eine Version erklärt ein bisschen auf. Ich würde allerdings sagen, dass. Mal gucken. 20. 30. 20. Nochmal 20. 30. Das heißt, das war auf Anhieb richtig. Das ist schön, so müsste es immer gehen. So, dann muss ich jetzt kurz mal. Das an.
lange da. Das Schwert schaut komisch aus. Aktionshändler, das wollte sie nicht machen. Das ist auch Wege. Da hat ja noch jede Menge zu machen. Ich muss aber eben mal kurz AFK. Bin gleich wieder da. Ist jetzt der Stream neu gestartet? Was ist das denn jetzt? Oh Mann, nicht das auch noch, ey. Egal, bin gleich wieder da. My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Love Spina di Rosula's logo. It was designed by my mother. Have you noticed how it's shaped like a heart? Warum auch immer der jetzt mir gerade den Stream einmal neu gestartet hat. Oder hast du das überhaupt? Ja, hat er nicht? What the fuck? Warum sagt mir OBS, dass er einmal neu gestartet hat? Ich bin gerade zur höchsten Grades verwirrt. Alles wird. Dann mal Genshin Impact wieder an, auch wenn ich es nicht sofort drinnen habe. Verstehe nicht,
Man hatte einmal neu gestartet, offiziell. OBS sagt mir, dass es wieder eine neue Größe, die entstanden ist. Dabei läuft der Stream durch. Ich muss das jetzt nicht verstehen. OBS kann also auch eine Diva sein. Wunderbar. Ich weiß es nicht, wie viel ich heute mache, sage ich ganz ehrlich. Ich vermute, das sind die beiden Hauptaufträge. Besser gesagt, Nebenaufgaben. Spina taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. Richtig, wollte ich auch gerade sagen. Erlebnispass. Dann haben wir das auch noch. Okay, es sind noch tatsächlich zwei. 3 sind. Ne, 2 sind es noch. Na dann. Ich bin so verwirrt gerade, ehrlich. Was ist denn da? Ist ein Hauptstory-technischer Richter dann irgendwie unter der Stadt bin, weil ich sehe halt irgendwo nirgendwo so ein Teil und es muss ja hier in dem Bereich sein. Nicht entlang ist ja hier an der Krümmung nix. Es soll unter mir sein. Egal, machen wir den nächsten. Machen wir dich, was immer du bist. Die Fontainale, sauber, echt stramme Leistung. Wenn das so weitergeht, ist es völliges Wunschdenken, das Projekt noch vor dem Stichtag zu beenden. Oh nein, Schluchz. Diesmal wird Chef mich nicht einfach nur ausschimpfen, sondern gleich direkt freisetzen. Wobei es eher sagen, warum weint dieses Wein? Da ist so ein Lein für sich. Sollten wir eher einen Arzt suchen, ob es wohl Fontaine-Ärzte gibt, die sich auf die Behandlung von Gefühlen spezialisiert haben. Nennt sich Psychologen, vermute ich. Jetzt hat er zum 3. Mal neu gestartet. Was macht OBS gerade? Ich geb's auf. Oh, wann seid ihr dann gekommen? Danke für eure Fürsorge, doch was ich derzeit noch mehr benötige, ist ein Arzt, der mein kurz vor dem Tod stehen kann, überleben kann. Oh. Entschuldigung. Jetzt hat er so einen trockenen Hals, dass es mir gleich ein bisschen Bett bringt. Auch nicht schlecht. Danke für eure Fürsorge, doch. Gut, das war schon. Etwas derartiges dürfte wohl nicht in der Aufgabenbereich eines Arztes fallen. Es ist doch nur eine Arbeitsstelle. Schlimmstenfalls suchst du dir eben einen anderen. Ein Arbeitsstelle ist sehr wichtig, sollen wir vielleicht helfen. Also nun mal nicht so. Was sie da so sagt, klingt sehr dramatisch. Da können wir doch nicht tatenlos daneben stehen. Aber hier weiter zu plaudern wird uns nicht weiterbringen. Am besten du erzählst uns erstmal, was für Probleme du hast. Das ist etwas kompliziert, immerhin handelt es sich ja um ein technisches Problem. Wie soll ich das am besten zusammenfassen? Kurz gesagt, ich bin Helene, eine Ingenieurin bei einer Ausrüstungslieferanten für die Fontainale. Ich bin hauptsächlich für die Entwicklung von Filmgeräten zuständig. Um die Effekte von Filmen zu verbessern, hat unser Auftraggeber uns gebeten, eine Art von Bildstabilisierungsplattform bereitzustellen, die sich schnell bewegen kann, während eine Filmkamera auf ihr montiert ist. Gleichzeitig muss diese Bildstabilisierungsplattform auch Puppen, die die Rollen von Statisten übernehmen oder Tiermodelle tragen können, die Gruppen in der Ferne darstellen sollen. Auf diese Weise wollen sie Schauspieler bei schnellen Bewegungen stabil verfolgen oder die Kosten für die Einstellung einer großen Zahl an Statisten einsparen.
Außerdem haben sie auch verlangt, dass die Anschaffungskosten für jede Plattform nicht über 1/3 der Kosten einer Kamera liegen dürfen und dass ihre Lebensdauer mindestens 30 Jahre beträgt. Wie kommen die nur auf solche Anforderungen? Selbst die besten Handwerker können kein Apparat herstellen, der gleichzeitig nützlich, langlebig und billig ist. Doch es ist mir nicht gelungen. Immerhin ist der Kunde ja König und meine vorherige Auftraggeber haben noch übertriebenere Anforderungen gestellt und ich habe da auch keine Mühen gescheut, um sie zufriedenzustellen. Na, warum machst du dir dann solche Sorgen? Das Problem ist, dass ich kein Testpersonal habe. Es hat mich viel Mühe gekostet, das Produkt zu entwickeln, aber wenn es nicht auf Herz und Nieren geprüft wird, dann kann man das Projekt nicht als abgeschlossen ansehen. Alle Tester, die über ein Mindestmaß an Verständnis für mechanische Prinzipien oder über genügend Körperkraft verfügen, wurden von der Fontänale bereits über die Überprüfung von wichtigen Dingen eingestellt. Wenn es bei Produkten, die ohne Überprüfung an einen Auftraggeber ausgeliefert werden, zu einem größeren Problem kommt, dann muss ich eine Kompensation zahlen, und zwar den 10-fachen Betrag. Mir bleibt daher nur meine Produkte hier abzuwerben und gleichzeitig nach Hilfe zu suchen. Selbst wenn am Ende Einnahmen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken, muss ich das hinnehmen. Immerhin wurde der Vertrag mit der Auftraggeber ja von meinem Chef unterzeichnet. Aber sollte ich 10-fach entschädigungsfähig werden, dann müsste ich die Summe aus eigener Tasche bezahlen. Na gut, dann sag uns bitte, was die Überprüfung beinhaltet. Genau, wenn die Sache nicht allzu kompliziert ist, dann können Paimon und Annalena dir vielleicht bei einigen einfachen Aufgaben helfen. Es klingt zwar simpel, aber an der Praxis ist das alles gar nicht so einfach. Um zu gewährleisten, dass die Bildstabilisierungsplattformen bei Höchstgeschwindigkeiten wie vorgesehen funktionieren, habe ich sie auf einen passiven Sparmodus eingestellt, indem sie alle sich annähernden Objekte vermeiden. Die Tester müssen die Bildstabilisierungsplattform in einem speziellen Testgebiet verfolgen, um innerhalb kürzester Zeit so viele von ihnen wie möglich in einem Zielbereich betreiben. Jemand wie mir, der nicht sonderlich fit ist, würde schon nach kürzester Zeit des Hinterhergangs die Puste ausgehen. Man muss das mal im Weg laufen, wenn du das so sagst, sind wir beschleunigt. Das sind ja nur ein paar Maschinen, wir werden sie vor uns hertreiben und vielleicht sogar noch überholen. Da wird das Testen der Höchstgeschwindigkeit zu einem Kinderspiel. Echt, wirklich? Meint ihr das ernst? Ich werde euch dafür auch bezahlen. Also eine Vergütung würden wir nicht ablehnen, aber wenn wir unter diesen Umständen so viel Geld verlangen würden, dann würde unser gutes Gewissen protestieren. Bezahl uns einfach dieselbe Summe an Mora, wie du auch normalen Testen bezahlen würdest. Wunderärzte, ihr seid die Wunderärzte, die meine kurz vor dem Tod stehende Kaya wiederbeleben können. Der Testbereich befindet sich in einer menschenleeren Sphäre in der Nähe der Stadt, also dann überlasse ich euch die Sache. Ich bin euch unendlich dankbar. Nach so vielen Jahren in diesem Geschäft habe ich endlich einmal Glück und morgen werde ich nicht von meinem Chef rausgeworfen werden. Herrje, nachdem du mit diesem Projekt fertig bist, solltest du dir besser einen neuen Chef suchen. Dann zum nächsten. Stabilitätsmechabälle weichen automatisch Testern aus und bewegen sich in entgegengesetzte Richtung eines sich nähernden Testers. Die Bewegungen Stabilitätsmechabälle werden von allen Testern beeinflusst. Nutze die Eigenschaften, um innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele Stabilitätsmechabälle wie möglich in eine Zielzone zu schicken. Zusätzlich zu den Standardbällen werden auch Prachtbälle auf dem Testgelände erscheinen. Standardbälle sind jeweils 1 Punkt wert und Prachtbälle jeweils 7. Sprungkraftverstärker können auf dem Testgelände gefunden werden, nimmt einen, um einen Extremsprung auszuführen, der höher und weiter geht.
Er ist perfekt, um schnell zur anderen Seite eines Stabilitätsmechanismus zu gelangen. Das Testgelände wird zufällig aus einem von 5 Orten ausgewählt. Es klingt schon wieder nach einem Multiplayer-Event, das man auch alleine machen kann. Wie viel wird man? Das heißt, es wird wieder sehr spannend. Will ich das wirklich machen? X. Könnte lustig werden mit den Lags, wo ich wahrscheinlich jetzt habe. Das kann ich das mit mir. Ja, ist eigentlich okay. Ich stecke aber das Spiel nicht so ganz. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Abgeschlossen, 150, na, egal. Tausend. Okay, das kann ich also auch auf dem Erfahr machen. Ich muss also nicht das in einem einzigen Runde machen. Na egal, das wird ja nur 5 Runden, dann sollte ich das hinbekommen. Das ist jetzt nicht so unbedingt das, was ich bevorzuge, weil ich bin ein bisschen mehr Singleplayer, aber gut. Einmal, zweimal. Ich kann mir einfach jetzt da machen, bis also die 5000 habe und dann einsammeln, ist glaube ich leichter. Okay, Spieler annehmen, das ist mir wurscht mit wenig Spiel. Das ist mit wenig Spiel. Die Farbe, ach ja, die Farbe kriege ich wahrscheinlich hier im Menü angezeigt. Ich muss nämlich darauf aufpassen. Deine Zielzone ist rot. Komm schon, Schicki. Danke.
weiß, was die Rotation ist. Habe ich noch nie angezeigt. Wow, bei mir ging gar nichts weiter. Ah. Stirb ein, kriege ich nochmal. Nein. Nein, nein, nein. Egal. Bin drin, ne? Machen wir mal die 40 Punkte diesmal. Ach. 60. What the hell? $1050 nochmal. Ist ja gar nicht meine extra Gesamtpunktzahl, das heißt, ich muss im Kopf nonstop mitrechnen. Yay! Nicht wirklich. Also, ich bleib mir doch nichts außer immer wieder da reinzugucken. Ah, nochmal. Gehen wir mal mit Charlotte rein. Ja, passt schon. Irgendwie manchmal, warum manche Leute sich da nicht zustimmen, spieße ich mit Weltfremden da. Ich weiß nicht, ob wenn man im Team ist, dann da automatisch im Team auch bleibt. Russisch oder Ukraine raus. Dun, dun. Wieder. Jo. Die rote Zunge. Das ist richtig schlecht gelaufen, so ein Stück weit. Ja, nimm mit. Komm. Na komm. Und bin ich wieder dann besser. Bisschen wow. Buchstäblich. So, 41, das ist schön. Noch ein bisschen mehr. Nur von Alster nichts.
Komm on, ist aber kein Sieg. Hätte nicht ein Sieg auch mal passieren können. Tausend. Ja, mal weiter. Das muss ich es noch in jedem Fall machen. Zweimal, okay. Nummer für ihn. Mehr Spieler. Leicester. Gelbe Zone. Das ist ein Konzert. Okay, da muss ich. Oh, der Brunnen ist ja bescheiden, ja. Im Brunnen bleibst du fast sicher rein. Das sind jetzt 3 Punkte auf einmal, kriege ich nicht viel mehr. Bleib mir an scheiß Brunnen hängen. Ein Hammer drin. Auf. Oh. Nein. Ich sehe nur Leipzig. Was? Oh. Nein. Nein. Danke. Das war mein Sieg. Damit habe ich wenigstens einen Sieg gehabt. Damit bin ich zufrieden. Ich habe schon gedacht, das geht jetzt wieder in die Hosen. Also. Noch 2 Stück. Das sollte ich hinbekommen in noch einer Runde. Hier habe ich auch schon alles vor, also die Waffe kann ich auf Max bringen, so viel habe ich schon gesehen. Was bringt denn überhaupt? Aufladerate. Ist gar nicht. Ob die jetzt wirklich für den Hauptcharakter, für den neuen Charakter so viel besser ist, zweifle ich so an. Damit die Leute mit endlos warten müssen. Nehmen wir die Coco Goat.
Dann habe ich es vorausgewählt. Und geht schneller. Gelbe Zone. Also einmal gewonnen habe ich schon mal was. Bin ich zufrieden mit. Next on the agenda. Wow. Wow. Das ging richtig in die Hose gerade. Next on the agenda. Erstmal 15 Punkte, schau mal. Das kann jetzt knicken, da kommen wir nicht hin. Oder vielleicht doch. Oh Mann. Wir kriegen nicht. We're way behind schedule. Ja, wir noch mal ein paar mehr. Ja, noch mal einen mehr. We're way behind schedule. Mit 50 sogar, das ist ja schön. Komm, habe ich die 60 hier. Hat die haut rein. We're way behind schedule. 62 Punkte, what the hell, das war aber ein richtig guter Run. Das müsste es immer geben, aber es passiert selten. 13,50. Shit. 60 Punkte. Ich habe gar nicht erwartet, dass ich einmal so hochkomme. Es sind sogar 2 Siege. Ja. Okay. Dann gehst du jetzt auf die alte Truppe zurück. Das ist die, wo ich auch von der Freundschaftsstufe noch nach oben bringen muss. Aktionen. Damit ist dieser Teil auch fertig. Niemand soweit zufrieden. Okay, da gibt es gar nichts weiteres mehr. Der Teil ist fertig. Was ich irgendwie komisch finde, dass es diesmal keinen Charakter gibt. Das soll man, glaube ich, über Menü, das ist leichter. Schaut vielleicht schöner aus, das Aktionsmenü, aber ist schwerer zu bedienen als das Menü hier. Ich will fast den Season Pass fertig. Hauptwege. Schatzmesser, ne, das ist das Hauptteil noch, dann gehen wir gleich mal den hier ab. Den kannst du nicht mehr verfolgen. Ja. Mademoiselle. Liebe Gäste, euer Licht überstrahlt alles, endlich seid ihr gekommen. Ihr müsst doch sicher Annalena und Paimon sein. Tevards legendäre Helden von heute und die Superstars von morgen. Genau, wir sind wer. Sagen wir einfach mal. Wir sind in der Tat sehr berühmt in der Abenteuergilde, aber vielleicht wäre es etwas übertrieben zu sagen, dass wir die Superstars von ganz Teyvat wählen. Immerhin gibt es ja auch viele Leute, die noch nicht von uns gehört haben. Ja, man hat immer den Eindruck, dass Leute, die von uns so überschwänglich loben, meistens wollen, dass wir etwas für sie tun. Sag einfach offen, was du von uns willst.
Nein, 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 nein. Ich will rein gar nichts von euch beiden. Stattdessen will ich euch eine Gelegenheit zu beiderseitigen Nutzen bieten. Arbeitet mit mir, Melis, der talentiertesten Regisseurin für Experimentalfilme von Fontaine, zusammen und werdet zu den prominentesten Persönlichkeiten auf der Leinwand. Wenn es soweit ist, werdet ihr mehr Geld haben, als ihr ausgeben könnt, und alle Türen werden euch offen stehen. Egal an welchem Ort von Teyvat ihr euch auch aufhalten, niemand wird es wagen, euch im Weg zu stehen, und man wird sogar den roten Teppich für euch ausräumen. Manchmal muss man die Fäuste sprechen lassen, um seinen Weg zu gehen, dann hält mich auch niemand mehr davon ab, an gefährliche Orte zu gehen, ja, so können wir sagen. Aber wir haben nicht viel Erfahrung, wenn es um die Schauspielerei in Filmen geht. Wenn wir einfach durch die Zusammenarbeit mit dir berühmt werden könnten, warum bist du dann noch nicht zu einer überaus erfolgreichen Regisseurin geworden? Wo sind die großen Stars, die in der Vergangenheit mit dir zusammengearbeitet haben? Hey, ihr habt mich durchschaut. Wenn jemand doch nur eine Schule für Schauspiel gründen würde. Ich brauche unbedingt umfassende, ausgebildete Schauspieler, die sowohl kämpfen als auch ihre Mimik gut beherrschen, den Text mit viel Gefühl zum Ausdruck bringen können. Doch derartige Talente gibt es einfach nicht. Bei meinen Experimentalfilmen habe ich nur die Planung für die schauspielerischen Elemente abgeschlossen. Bei der Kampfszene habe ich keinerlei Fortschritte gemacht. Ich könnte noch nicht einmal mein erstes Werk vollenden. Daher bleibt mir keine andere Wahl und du bist für Kampfszenen sein. Und ihr beiden seid ganz klar die beste Wahl. Du bist für Kampfszenen ist das Wort wörtlich zu verstehen. Du willst, dass wir Schauspieler bei Kampfszenen helfen. Warum war mir klar, dass es wieder so ein obligatorisches Kampfevent noch geben muss? Kämpft man im Spiel nicht genug? Oh, wirklich clever. Damit ließe sich tatsächlich das Problem lösen, dass Schauspieler nicht kämpfen können. Was das Kämpfen angeht, sind wir beide wiederum mehr als sehr erfahren. Aber könnte es nicht zu dem Problem kommen, dass unsere Gesichter nicht zu denen der anderen Schauspieler passen? Theoretisch könnte das eintreten, doch im Moment sind die Kampfszenen ein noch wichtiger Bestandteil meiner Experimentalfilme. Wenn ihr eine gute Vorstellung abliefert, werde ich die anderen Szenen komplett auf euch zuschneiden. Der Dialog ist sowieso nicht viel. Ich kann die anderen Schauspieler gut schminken. Ihre Silhouette an die euren anpassen und die Lichteffekte geschickt einsetzen, dann werden die Zuschauer keinen Unterschied bemerken. Natürlich bedeutet das, dass die Schauspieler der Dialogszene stattdessen euren Duels werden. Immerhin sind sie ja sowieso nicht so berühmt wie ihr. Ich werde euch dann auch eine Gebühr für die Namensrechte bezahlen. Das heißt also, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann kommen wir wie heißt es noch gleich, die Hauptrolle. Plus eine stattliche Gage und eine unschätzbare wertvolle Berühmtheit. Wir werden davon also tatsächlich gut profitieren. Was meinst du, Anja? Lass uns besuchen. Auch wenn ich gar keinen Bock habe, weil ich diese Kampfevents nie ab kann. Ich danke euch von ganzem Herzen für eure Unterstützung. Das ist einfach perfekt. Dann lasst uns keine Zeit mehr verlieren. Darf ich euch direkt in mein Studio zu Experimentalfilm bitten? In meinen aktuellen Experimentalfilm gibt es insgesamt 4 Kampfszenen mit einer völlig unterschiedlichen Atmosphäre. Und für jede Szene kommen auch andere Lichteffekte zum Einsatz. Wenn die Lichteffekte eingesetzt werden, dann werden die Kampfszenen aus dem Drehbuch noch atemberaubender. Mit eurer Erfahrung werdet ihr sicher sofort verstehen, worauf ihr hauptsächlich achten müsst, sodass wir alle Szenen reibungslos in den ersten Kasten bekommen und die Dreharbeiten ohne Probleme abschließen können. Das heißt, ich muss dann auch noch an verschiedene Orte hin. Yeah.
Aufzeichnung von Turmlicht und verwirrten Tricks musst du Gegner besiegen, die innerhalb des vorgegebenen Zeit ununterbrochen auftauchen. Punkte erreichen. Werden die Herausforderung abgeschlossen ist, werden Abzeichen auf Grundlage deiner Punktzahl verteilt. Passe deine Truppenaufstellung entsprechend dem Lichteffekt an, bevor du die Herausforderung startest. Durch die Besiegen von Gegnern während der Herausforderung wird dein Lichteffekt weiter aufgeladen. Setze ihn nach dem Aufladen zum richtigen Zeitpunkt ein, um einen temporären, aber starken Bonus zu erhalten. Nutze die Lichteffekte geschickt, um die Herausforderung effizient abzuschließen. Das Schlimme ist, eigentlich weiß ich müsste auf komplexe Szene gehen, um überhaupt diese Sache machen zu können. Auf diese Kampf-Events so wenig Lust. Das heißt nämlich meinen eigenen. Sind nämlich beide ausgerüstet, sicher. Darum. Take flight. Embrace the ice. Attacken werden mal wieder 3000 Jahren gefühlt ist. My apologies. So rude. Unthinkable. Ja, Sakura dafür ist swirl. viel angeraten, danke. Ja, und dann ist sie auch noch wieder verringert, die Aufladerate für die Attacken, finde ich herrlich. Ach, ich darf nicht. Go for it. Let's dance. Whirling snow. Take flight. Und jetzt wieder denken wir jetzt irgendwie raus. Weil gesagt, ich muss eigentlich eben auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen. Warum ich das auch immer so ein bisschen bescheuert My bin. apologies. Gewechselt, danke. Kamisato art. Sometsu. Take flight. Ich hätte gehofft, dass es mal ein Moment gibt, wo diese Kampf-Events. Aber ich glaube, da hatte ich noch vergebens. Oh, ich dachte, ich kann ewig nicht einsetzen. Das ist halt absolut cool. Ich weiß schon, warum ich sage, ich habe keinen Bock. Es war mir klar, dass das nicht hin, aber wie gesagt, du musst auf den höchsten spielen. Nicht du kannst, du musst auf den höchsten spielen. Ja, Herausforderung starten. Ich weiß nicht, ob ich die ausgerüstet habe. Kristallisieren oder was ich da einfügen muss oder was soll ich da wieder machen? Hatten alle ausgerüstet, so viel weiß ich. Und festen gegenüber ist das nicht keine Ahnung. Das war's.
done! Time for a light show! Was dumm ist, ist, dass da so eine Explosionswelle gemacht wird, wenn nur einzelne Gegner kommen. Meine nur. Blackfly! And step! Your grand finale! The fuse is lit! Come on now, Nee, right here. ich bin wieder mal nicht da. Nein, Inside Out ist. Ja, ist dann wirklich drauf an, was du für Glück hast mit denen, was du für Charaktere bekommst immer. Egal. Nächster Abteil. Also Raiden habe ich sicher ausgestattet. Bei anderen weiß ich jetzt gar nicht, ob ich das habe. Muss ich lügen. Illusion shuttle! Everyone hold hands. Show them. Emerge. Come on now. Right now. Shine down. Nice and spicy. Grow. Emerge. Right here. Right now. Nothing lasts forever. Emerge. Right now. Lola, get them. You're toast. There is no escape. Torn to oblivion. Shine down. Just say pretty little. A sight to behold. Emerge. Right here. Emerge. Inazuma shines eternal. Eat this. Add the frying pan into the fire. Illusion shattered. Torn to oblivion. Show them. Right now. Emerge. You're toast. Nice and spicy. Das kommt nur drauf an, was du für alle Charaktere bekommst. Es gibt manchmal Grow. Charaktere, There is no escape. Now you shall scheinbar. perish. Come on out. Right now. Right here. Ist das Platin oder was? Wohl nicht sein, weil ich den eh auf Max habe. Ich brauche eh nur 2 mitnehmen. Oh, es ist tatsächlich ein Videoschaden in Verbindung. Hey there. Coming at ya. Fire. Well, Pull in! Everyone on me! hey there. That's us. Hey there. Attack. That's the way.
ganze Zeit total behaust, wie das Wort ist. Charge! Rally! Tap! Fire! Wind rocks. Ah! Feeling lucky? Watch out! Fire! All in! Press the advantage! Tap! Aha! Coming at you! Feeling lucky? Proper send-up from the Spina with love. Aha! This one's got your name on Das it. nicht umgedreht hast. Everyone on me! Umbrella warfare, I guess. Fire! Well, with rocks. Hiya! Ha! Attack! A proper send-off from the Spina with love. Gold. 41 trotzdem, wahrscheinlich bis heute im ersten Anteil nicht. Kampf-Events habe ich sowas von wenig Lust immer. So. Jetzt geht's auf K. Ach, Biskola.
ain't worrying about the future. Thanks to God and Ra. Ich glaube, wir sollten echt mal kurz Tasten zulegen. Dass ich nur noch eine Taste drücken muss. Ich hätte Daumen oder so, ich wette, dass das irgendwie möglich ist. Was haben wir denn sonst jetzt noch? Ich glaube, hier Aktionshändler. Ach, da wir die filmen wollen. Welche brauche ich denn da? Ich glaube, die waren das. Jetzt kann ich jetzt halt wieder nachgucken. Das ist das, was mir auch manchmal aufregt. Dass wenn du eine Pico hochgestuft hast als Limit, jetzt hier in dem Fall kannst du nicht mehr nachgucken, was sie noch brauchen. Dass man da dann weißt du, warum kann man da nicht einfach sagen, was man für Teile braucht? Och, waren das beides dieselben? Ich weiß es nicht. Schwierig. Schwierig. Na gut, muss ich den auch machen. Was ist das letzte? Oder war da noch was? So, da unten noch meine. Ja. Oh, das ist die andere Aktion, die noch war. Stimmt ja, da war ja was. Kleiner Knirps, ich kann wirklich nicht tauchen. Schau, ich habe nicht einmal einen Tauchanzug. Hey, auch wenn hier ein Zirkus veranstaltet ist, kann ich nicht mit dir da runtergehen. Ist auch was für ist auch was für den Annalena und Palmer. Was für ein Zufall, dass uns hier begegnen. Du ziehst die Serien doch genauso an wie früher. Und du kannst dich immer besser mit ihnen verständigen. Übersetze mir doch bitte, was die Seele sagt. Okay, macht euch nicht über mich lustig. Ich verstehe ein bisschen, was sie mir sagen möchten. Ich bin nach Fontaine gekommen, Geschäftszimmer. Als ich am Wasser entlang spazierte, hatte ich plötzlich schon wieder eine kleine Seele am Hals. Ich habe mich längst an solche Sachen gewöhnt, also bin ich ihr gefolgt. Ich habe Berge bestiegen, Kämme überquert und musste sogar in einem Boot rudern. Normalerweise hört sie auf und nieder, um mir zu zeigen, dass an einem Ort etwas begraben ist. Doch diesmal ist sie kopfüber ins Wasser geschwungen und immer tiefer getaucht. Aber ich kann überhaupt nicht tauchen. Außerdem habe ich von Leuten gehört, dass es im Wasser nicht nur Strömungen gibt, sondern auch allerlei gefährliche Dinge. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als im Boot auf ihre Rückkehr zu warten. Aber dieser kleine Knirps beharrt darauf, mich an unterschiedliche Orte zu führen, wenn er doch verstehen würde, dass ich wirklich nicht tauchen kann. Du hast also die Eigenart von Fontaine gut kennengelernt, oder? Und ich dachte, du hättest dich schon längst an die Begegnung mit uns gewünscht. Ja, ich würde mal das Obere sagen. Ich habe es ja alle erlebt. Es ist wirklich ein freundliches, herzliches, liebenswertes Land, das man gar nicht wieder verlassen möchte. Und deshalb wirst du uns bitten, Aktion zu treten, richtig? Genau, dem Himmel sei Dank, dass ihr noch nicht so stark von den Menschen in Fontaine beeinflusst wurdet und rein so sauber und geschwind sprecht. Ich kann die dramatische Art und Weise, in der manche geliebten Worte sprechen, einfach nicht ausstehen. Und 20 Wörter sind durchschnittlich 2 respektvolle Anreden, 3 Metaphern und 6 Adjektive. Ich bin immer gerade heraus, meine rhetorische Fähigkeit ist wirklich nicht ausgereift.
Ich glaube, ich wurde auch schon einträglich kommt. In diesem Notizbuch habe ich alle Orte verzeichnet, in denen mich die kleine Knips gebracht hat. Wie gehabt, bringt mir alle antiken Eisenmünzen, die ihr findet, und ich werde euch zu einem guten Preis abkaufen. Auf gute Zusammenarbeit, Annalena und Paimon. Schau dir die Schatzkarte in Ulmans Schatzheft und folge der Karte, um das Gebiet zu erreichen, in dem der Schatz vergraben ist. Ulman wird jeden Tag ein neues Gebiet diesen Schatzheft. Ja, insgesamt gibt es 6 verschiedene Schatzgebiete. Wenn du Schatzsuchende Seele in einem Inventar anlegst, kannst du sie, wenn du dich in einem Schatzgebiet befindest. Wenn du dich jedoch nicht in einem Schatzgebiet befindest, antwortet der Schatzsuchende See möglicherweise nicht auf deine Beschwörung. Nachdem du Schatzsuchende See angelegt und beschworen hast, werden auf der Menükarte Standorte Energieemissionen angezeigt. Geh zu diesen Stellen und hilf der Schatzsuchende See, Energie zu sammeln, um sie zu revitalisieren. Der Schatzsuchende See kann ein Schatzgebiet finden, nachdem sie 3 Energie gesammelt hat, also wieder dasselbe wie 5 oder 6 Mal mittlerweile davor. Sobald du mit der Suche nach dem Schätzen innerhalb eines Schatzgebietes allein beginnst, wird die Schatzsuchende See in einem bestimmten Radius nach Schätzen suchen. Du musst der Schatzsuchenden See helfen, Energie zu sammeln und ihre Lebenskraft zu behalten. Und wenn der Schatzsuchenden See hilft, sich innerhalb der bestimmten Zeitspanne vollständig zu erholen, kannst du mit der Suche nach dem Schatz beginnen. Wenn die Schatzsuchende See den Schatz findet, bleibt sie dort und zeigt den Ort des Schatzes an. Gib den Schatz aus und öffne die Truhe in verschiedene Blumenseiten. Naja, das wollte ich jetzt eigentlich nicht direkt haben. Ich kann nur eine einzige machen. Gut. Da ist das. Aber mal das jetzt zwischendrin. In ein paar Minuten ist oder herkommt es auch nicht an. Nachdem es immer eine ist, das heißt, das nächste Mal werde ich es wahrscheinlich dann am Montag oder so machen, vermute ich dann. Being too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Und dann irgendwo. Okay. Rein. Oh, da hat's wieder gebackt. Ich liebe diese Dinger. Ja, Song abgeschlossen. Dann haben wir einen Splendid! dabei. More interesting trinkets for me. Okay, ich sehe schon. Uno. Okay. Wo denn hier? Da. Okay, da kommt wohl den nächsten Gegner.
How dare you! Shower me with praise! Hold that pose! Breaking news! Smile! Nummer 1. Ja. Was willst du jetzt? Wahl. Ah, okay. Oh mein Gott, bin ich das alles jetzt wieder ganz von vorne machen muss. Das wäre dann wirklich wieder mal so ein Event, das mich wirklich super gefallen würde. Ja, komm. Another test subject. Hold that pose! Coming at ya! Hiya! Watch out! I got careless. Picked the wrong test subject. So. So, heute hin. Heute alle drei da. I'm loving this treasure hunt. Hup. Mit ihr brauche ich nicht streiten, sondern schön. Interessiert mich nicht. Löschen, den habe ich. So, das war wegen den Szenen, die ich schon gesehen hatte. Soll ich da hochkommen? Ah, ich weiß gleich wie. Komm, mach die Ausdauer. Dass sie das Event überhaupt heute noch durchbringen, schaut mir gerade gar nicht so gut aus. Das kann da hinten das Teil sein. Bis andere komme ich da gar nicht hin, das ist viel zu weit oben. Sag ich doch, das kann nur das sein.
dass es This one's nicht got ernst your war. name on it. Smile. Das kann der Chat wieder mal nicht hinhauen. Hard hitting it. Strike a pose. Wie gesagt, hier das Problem habe. Es ist sehr viele Gegner die ganze Zeit. Und was habe ich gesagt? Außerdem ist es nur dieser Mini-Bereich. Ich liebe das mit Kampfherausforderungen immer. Das ist im Endeffekt, spiele deine Hauptcharaktere, ignoriere alles andere. Replace my hammer. I'm always watching. Is that all? Dear, show them. Right here, right now. Das ist wirklich nichts anderes. Well, what do we have here? Ich weiß, dass ich alle Schatztruhen gefunden habe. Das ist trotzdem so wieder dieses typische... Ja, das bräunert. Davon habe ich. Es geht wieder um eine Seele und ein paar Urgesteine. Wow. Wow. Ich kann aber heute eh nicht voll machen, die Urgesteine, also das heißt, das ist eh für den Aller-Werde-Test hin. Ich weiß, dass es abgeschlossen ist. Brauchst du nichts zu sagen. Ganze Aktionen, läuft da noch. Das habe ich alles fertig, richtig. Da kann ich mir nur kaufen. Die letzten beiden Dinge brauche ich eigentlich überhaupt gar nicht. Überhaupt für die Festaufträge. Nein, darf ich nicht angucken. Verstanden. Ach, das nervt mich immer ganz gewaltig, wenn ich noch nicht mal hingucken darf, was es ist. Soll ich das wieder überhaupt in der Nähe bin? Sonst darf ich wieder einen ewig weiten Umweg gehen. Was denn von? Da war nicht der. So this is what food from Fontaine is like. It sure is different from what we have in Inazuma. How should I describe it? It seems like you have to go through a lot more steps to make them. And the flavor has many layers too. Yes. When I first went to Inazuma, I actually thought the food there tasted a little too bland. It took some time for me to get used to it. Let's get back to the purpose of this trip for a moment, shall we? How have preparations for the film been coming along, Mr. Xavier? Well, I've already assembled most of the film crew. A lighting specialist, a prop manager, and a costume designer. I've also bought the copyrights from the novel's author. Oh, it's called The Two Musketeers, right? I read the script you sent me on the way here. The story is pretty good. Originally, I was planning to start filming as soon as Sir Kamisato and Lady Ayaka arrived in Fontaine, but I'm afraid I've run into a bit of a problem. Oh? What is it? It has to do with the film's investor, Mr. Morris. He suddenly informed me this morning that he's encountered some financial trouble and will be unable to release to me the amount of funding agreed upon. It's said that Fontaine's legal system is well developed. If he has violated the contract, then can't you simply take him to court over the matter? Well, I'm still more concerned about filming. Even if I were to take him to court, I'm afraid it would take months before the case could even be heard. Then, is there a way we could raise funds ourselves to solve the problem? I've considered that option too, but unfortunately, it's difficult to gather such a large amount of mora on such short notice. Besides, we have to consider the film festival's submission deadline. Mr. Xavier, if Ayaka and I were willing to perform for free, would that resolve the problem you are currently facing? What? No, out of the question. To have you come all this way just to act for free? Oh, no, that won't do. There's no need to worry, Mr. Xavier.
My brother and I had actually intended to work for free after receiving your invitation. Inazuma has only recently reopened its borders, and needs to strengthen its relations and cultural ties with other nations. We didn't have many collaboration projects with Fontaine in the past, so we hoped this trip would serve as a good start for the future. Indeed. You could say that's the real reason why the Yashiro Commission agreed to come to Fontaine. I understand, but having you two act for free just doesn't seem right. Not at all. While we're officially here to conduct a cultural survey of sorts, we must express our sincerity if we want to establish formal cultural ties with your nation. This film will serve as proof of friendly cooperation and cultural exchange between Inazuma and Fontaine. It's my hope that the film can be finished and released as smoothly as possible. If you still don't feel comfortable with this arrangement, I would also be more than happy to be introduced to some other renowned individuals in Fontaine's literary and artistic circles. All right, I'll do as you say. Thank you so much. I'll make sure to cobble together enough mora now, even if it means selling my house, my camera, and every single family heirloom. Come on now, no need to go that far. I'll also help you out as a brand sponsor. Wir werden auch zur Seite sein als Freundschaftssponsor, Me genau. too. Even though I didn't bring much more to spend on this trip, it's still better than nothing. You are too kind, all of you. I really don't know how to... Ew. All right, enough about that. Now that we have Xavier's savings, my support, and 2 leads who are willing to act for free, I think we will be able to make this happen. So, instead of Mora, you'll help with filming and production. Oh, but how can we help with that? We don't know much about making a film. All right, pull yourself together, Xavier. Tell us if there are still any open positions left among the crew. All right. Let me think. We still need a camera operator, a clapper loader, and someone to manage logistics. I originally wanted to personally serve as director, but I've been too busy working as the producer. So the positions of director and director's assistant will also need to be filled. Paimon knows what the director and the logistics support person do, but what's a clapper loader? The clapper loader is responsible for using the clapper board to record and organize the information of each shot when the camera operator begins shooting. The work requires both patience and careful attention to detail. A clapper board? Oh, you mean the thing they hold that goes clap whenever they start filming? Yes, that's right. Are you interested in that job? For sure! Paimon's always wanted to try that! All right, then you'll be our clapper loader. I can find someone from the store to help with logistics. What do you think, Xavier? Well, fine by me. As for our camera operator, I was thinking of letting the Traveler take the role. Oh, she's great when it comes to using a camera. Paimon can't even count how many things we've taken photos of during our journey. Yes, that's also what I was thinking. I noticed the Traveler had an eye for photography and composition when we worked together previously. I'm sure that's due to the Traveler's journey across Teyvat and all the places they've seen. After so many adventures, using a camera must be second nature by now. What do you say, Traveler? Are you interested in the job? Nicht. Kamera. Thank you. It really means a lot to me. Come on, friend. Let me give you a big warm hug. Wir sollten es lieber erst an die Arbeit So, machen. all that's left for us to find is a director and an assistant. Oh, me! I want to be the director's assistant. All we need to do is help the director, right? I can handle that. All right, then all we need is a director. Oh, all the well-known directors in Fontaine are probably also busy working on their own films these days. I'm not sure who will have time to help. Oh, Farina helped out a theater troupe recently by serving as an artistic consultant. She could be a good director, right? Besides, it's not like she has anything else to do right now. Farina? Do you really think Lady Farina would be willing to help us with our humble project?
Isn't that the name of Fontaine's Hydro-Archon? My brother has already informed me about what happened here in Fontaine. Yep, that's her. She helped out a theater troupe not too long ago, and now she's taking up work as a director. Well, I saw that musical. Her performance was perfect, and the storyboards were also excellent. Don't let her former identity intimidate you. She's the best candidate we can think of right now. You'll never know until you give her a shot. fine. You're right, Shiori. I'll do anything for the sake of my film. Anything! Then I'll have to ask the Traveler and Paimon to show me the way to Lady Farina's residence. I just hope she'll agree to help. Do you need us to also come along? No, there's no need to trouble you with this. Besides, you've just arrived in Fontaine, and I'm sure there are many places you would like to visit. Just leave this task to me. It's part of my duties as the producer. Very well. Then we'll be waiting to hear the good news. I'll go with you. By the way, you might want to consider bringing a gift. And don't worry, we won't simply drop you off at Farina's place. We know Farina pretty well by now, so having some familiar faces there should help your chances. Besides, the whole thing was our idea in the first place. All right, then I'll start making preparations. As for the gift... A gift for someone who was once seen as the Hydro-Archon. I wonder what she would like. I recall that Lady Farina once fancied a clockwork ring, so perhaps I should get another exquisite clockwork contraption for her. Huh? Can't we just bring some desserts, like the Fontinalia mousse? But wouldn't that be a little too cheap? She does like desserts, though. Isn't the Fontinalia festival happening right now? I heard Abel tell us on the Aquabus that Farina introduced the tradition of going door to door and asking for sweets. To do something like that, she must have a real sweet tooth. I agree with Yoimiya. If the gift is too fancy, it might actually make her feel more uncomfortable. Alright then, let's go buy some Fontinalia mousse. But will that really be enough? We'll be asking her to do a lot of work, you know. You're right. We need to further sweeten the deal. Huh? You want something even sweeter than Fontinalia mousse? Yes, we'll need a gift that's sweeter than any dessert in the world. But what could that be? Your words of praise. Well. Das muss man auch schon einmal herstellen. Nicht nur. Okay. Ich würde gedacht, dass es 30 Millionen Stunden Sequenz hat. Irgendwie immer wieder lustig, wenn ich ehrlich bin. Das Hauptevent dauerte vielleicht 3 Minuten oder so ähnlich. Und die FMVs, Story-Sequenzen 3-4 Stunden. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob ich das heute noch fertig bekomme. Weil... In circa 12 muss ich aufhören. Plus, minus. Wird eng. Aber das ist wie es ist. Weißt du? Cool. Und Pippesaft und so.
Furina lives. Okay, I'll go knock on the door. Coming. Ugh, seriously, who's knocking before afternoon tea? Who are you? Folge 1, als Vidroakel über den Opernhaus thronte und auf alle unter ihr herabblickte, hat nun die Bühne verlassen, die Welt der Sterblichen betreten. Und obwohl sie nicht mehr die Rolle der Göttin spielt, wird sie doch noch immer von vielen in Fontaine als eben jene verehrt. Ihre Leidenschaft und Esprit lassen sich nun mal auch nicht über Nacht ablegen. Mit übersprudelnden Emotionen und mitreißenden Geschichten müssen die Aufführungen weitergehen. Nur muss Furina von heute an endlich nicht mehr von oben aus alles überblicken. Und auch wenn ihr Leben als Göttin vorbei sein mag, so hat doch ihr Leben als Mensch womöglich gerade begonnen. Lady Furina, please allow me to introduce myself. I am Xavier, a film director. Hello. Oh, is that the traveler in Paimon I see behind you? And who's this? I'm Chiori. Ah, the one from Chioria Boutique. Hello. So, what are you all doing here? Do you need something? Did you just get up, Furina? It's already past noon, you know. Huh? Oh, Paimon means the weather is so nice in the afternoon and the sun is so warm. Just like how you make us feel. Sleeping in late is a really smart idea. No. I was just up late last night reading some novels. What does sleeping in have to do with the weather? This is a small gift we've prepared for you, Lady Furina. We hope you like it. No need to be so formal. I'm just a regular person like everyone else now. Oh, is this Fontinalia mousse? It's one of my favorites. That's great! So, actually, there's something we need your help with. Given your renowned passion and understanding of drama, I would like to ask that you serve as the director of our film crew. Oh, but didn't you just say that you're a director? Yes, but for this particular project, I'm mainly working as a producer. Besides, I'm sure that your understanding of the performing arts far surpasses my own, Lady Furina. Are the Traveler and Paimon also part of the film crew? Yep, we sure are. Paimon's the clapper loader and she's the camera operator. Camera operator? That can be a pretty technical job, and it directly affects the final quality of the film. Are you really up to it? Ja, aber schon fragen kann, wird sein, wenn du No, willst. I'm not questioning your abilities. It's just that I've never really seen you use a camera before. Maybe you can come up with a test for the Traveler and see for yourself. If she can satisfy you with her camera skills, then you'd have nothing to worry about and can join the team. What do you say? You sure are getting better at rolling with the situation, Paimon. Oh, I do wish to see how skilled the Traveler really is with a camera. Alright, how about this? We'll work with what we have. I'll give you some scenarios and see if your work is up to my standards. Ganz wie du erwünscht, Regisseurin. Very good. It's essential for the camera operator to understand the director's vision. I'll make my decision after seeing your work. Are you ready? I have high standards, you know. Ja, ich bin bereit. Grab the camera and I'll give you a scenario. An der Stelle, die Inhaberin der Moor-Werkstatt war schon immer stolz auf ihre Schmiedemaschine, die nicht nur präzise Kraft und Temperatur regelt, sondern auch keine Mühe des Schmieds erfordert. Wir drehen einen Werbefilm für ihre Werkstatt und vergiss nicht, die Überlegenheit der Schmiedemaschine vorzusehen. Da sind wir schon wieder beim Filmdreh. Während des Films muss meine Aufnahme nach der Anführung des Regisseurs machen. Du liest das jetzt nicht nochmal durch.
Ich würde dir was sagen. Boah, da gibt es nur eine Auswahl. Eine Szene mit Schmiedemaschinen bei der Arbeit zeigt. Das ist das Einzige, was eine Schmiedemaschine hat. Und zeitintensive Arbeit bietet das Schmieden geeignet, wenn sie erlaubt, den Hintergrund auf der Temperatur. Also mehr ist das aber entspannter geht's wohl nicht. Dank hier kann sich die Inhaberin Bereitschaft für den STI Arbeitszeit gestalten, ja. Also Kisten sehe ich nur hier. Aber es hat sicher die Qualität auch in Bomo-Werkstatt ist ausgezeichnet geschafft, das ist exquisit. Bomo-Werkstatt zeigt. Der Werkstatt will ich das sagen. Kann nichts wie hin zur Bomo-Werkstatt, ja. Oh, it appears that you have more skill than I thought. All the shots had a great composition, and I could really feel a connection to the characters and their lines. Yeah! Does that mean you agree to be our director, Farina? Did you think I would agree just like that? After our performance of The Little Oceanid, I've begun to make a name for myself again, you know. In fact, I've already had several troops approach me for the Fontanalia Film Festival. Unfortunately, the scripts were all pretty boring and didn't pique my interest. If others were to find out I agreed to work with you so easily, then, well... Hey, but didn't we have a deal? What else do we need to do to convince you, Farina? Well, what about the pay? Huh? You know, how much you're willing to pay me to be the director? The pay is also an important factor for me to consider, you know. Well, I can offer you this much? What? That's all? If Nervilat were to hear of this, he could charge you with underpaying your labor. I'm sorry, but our crew is in a tight financial spot at the moment. I see. Well, even though it's highly unlikely now that I'll join your crew, there's still something I'd like to ask. Exactly what film are you planning to make? Oh, our script is an adaptation of The Two Musketeers. Huh? Wait, you mean the suspense thriller novel that was a #1 bestseller? Oh, so Farina's read it too. Of course I read it. I've always had a keen interest in artistic works that strike a chord with the populace. I see. It all makes sense now. You must have used most of the budget to pay for the copyright. Not really. The novel's author transferred the copyright to me practically for free once he heard that I wanted to make a film adaptation of the story. The lack of budget is due to another issue. He probably just wants to get his name out there. So, Mora isn't the most important thing to him right now. It reminds me of a delivery courier who wears one of my designs while traveling all across Teyvat. I didn't charge her much for the outfit either. The exposure she provides for my brand is well worth it. So, are you a big fan of this story, Farina? Well, it's alright. The pacing of the story is good, but the character relationships could use some work. When I was reading it before, I always felt like some things were left on a rather unsatisfactory note. I
I have high standards, you know. Ahem, Mr. Xavier, if, hypothetically speaking, I agree to be the director, how much freedom would I have in terms of script revisions and creative interpretation? Oh, as much freedom as you would need. I wouldn't dare doubt the tastes of Fontaine's greatest star. Good. Then I'm free to alter the script as I see fit. Absolutely, no problem. Wir zählen auf dich, Regisseurin Florina, oder hier ist eine Möglichkeit, einen Film zu drehen, wie er dir gefällt. Ich glaube, das war jetzt besser. All right. It seems that your crew really can't go on without my care and direction. So, you agree? Yes, I agree. Although the pay is well below what someone of my caliber deserves. A great script calls for a great director. I mustn't let a perfectly good story be ruined due to lack of funds. If you have fine cheese and bread, you wouldn't just let it sit on the counter and get moldy just because you lack an oven, right? Oh, Hydro Arcana! Since we'll be filming The Two Musketeers, we'll need to find an action choreographer. Ideally, a professional who has actual experience with muskets. Yes, I've thought about this as well. I was hoping that you might know someone who could handle the job. Me? If this was before, I could have simply asked Glorand. But it's already been some time since I last talked to her. Navia can also use firearms, but unfortunately, her style is quite different from that of the characters in the story. Could we ask the Special Security and Surveillance Patrol? Oh, you mean the Special Patrol's musketeers? Yes, that's right. They work with muskets every day. I can't think of anyone more qualified than them. They would be under Nervilette's jurisdiction. Unfortunately, I, don't have any connection with them at all. So, in the end, we still have to start by talking to Nervilette. No need to go to all that trouble. I know their Captain Chevres. Oh, you do? Wait, Chiori, how do you know the captain of the Special Patrol's Musketeers? No particular reason. Running a business means dealing with some trouble from time to time, and she's helped me out on a few occasions. In return, I've helped her handle a few situations in which the Special Patrol couldn't get involved directly. So, we've gotten to know each other over time. So you're saying there's been times when the Special Patrol needed a fashion designer to handle a situation? Your work is becoming more and more mysterious. It'd be best to keep it that way. Anyway, enough about that. What do you all think about asking the captain to be our musket action choreographer? She sounds professional enough. She is a captain after all. I have no objections. But I imagine the Special Security and Surveillance Patrol must be busy with their duties. Do you think she'd really have time to help with shooting a film? And then there's the issue of pay. Well, it just so happens that she's also not the kind of person that's just after Mora. As for whether she has time, I'll have to go and ask her first. Then I'll leave that to you. Macaroni's on sale today, so I've got to go. You can just tell me how things went when we discuss tomorrow's plan later. No problem. Having Farina join feels like a big boost to our team. Of course. Just wait until the day of our premiere. You'll witness the true power of my name in these lands. You'll be so glad I agreed to help. I can guarantee that even the standing tickets will be sold out. I'll be sure to ask some people I know to see if they'd be willing to act as extras. Seems like you're finally getting more comfortable with your own reputation now. I didn't ask for the Clapperloader's commentary, Paimon. Ja, unseres Lebens. Then let's get going. I happen to know where Chevres is today. By the way, I'm curious. If my pay is so low, then what about our two lead actors? Didn't they travel here all the way from Inazuma?
Actually, they told us that they see the trip as part of a cultural exchange, so they didn't ask for any pay. What? So is every person in Teyvat who doesn't want money gathered here to shoot this film? Don't tell me Chiori isn't being paid either. I already knew Xavier from before, and he's also agreed to give my brand some good exposure. It seems the gods have really smiled upon you, Xavier. And that certainly doesn't include me, mind you. Also es ist immer noch nicht der erste Teil davon, du lässt mich doch gerade veräppeln. Sag mal, wie lange gehen denn die Sequenzen immer? Ich sag doch, da ist dieses Event schon längst durch und dann kommen die Sequenzen noch bis 300 Jahre beschäftigt. Ah. Oh Mann. Da sollten es echt mal wieder ein bisschen, also nicht ganz so extremes. All right, this is the place. But where's the captain? There's hardly anyone around here. She's over there. The one with an eye patch reading in front of the newsstand. Oh, her! Paimon could tell there was something different about her. She seems kinda intimidating. Please wait here for a moment. I'll go fetch her. She's working now, so you might not want to get in her way. Working? But isn't she just standing there and reading a novel? Just trust me. Oh, alright, let's see what happens then. Chiori sure is a mysterious person. She claims just to be a fashion designer, but she knows all these powerful people. The court of Fontaine isn't particularly tolerant of visitors from overseas, so it isn't easy for a foreigner to promote their brand here. Even more so in the competitive world of fashion. Even a local like me just trying to make a film has to face all kinds of challenges. So I can only imagine what Chiori has been through to get where she is today. I'm sure that having more connections has definitely worked in her favor. Reading on the job? Detective novel. One main character? No. Multiple. Branching storylines. I see. How's the plot coming along? One of the main characters is about to make a choice that will affect the rest of his life. I'd wager he's going to make the wrong choice. Any way to speed things up? There's something I need your help with. You know that doesn't depend on me. It all comes down to what the character chooses. Which is exactly why I'm here to help. All right. It appears he made the wrong choice in the end. Halt! Huh? What's going on? Hand over whatever you're holding. Oh, it's just a book. I didn't buy anything else. Then I'm sure you wouldn't mind letting me have a look. Excuse me, officer. I don't mind you standing around here, not purchasing anything, but I'd prefer if you didn't disturb my customers. It's bad for business, you know? Don't give me that act. You won't be able to get off so easily either. I am Chevras, captain of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol. I will say this one last time. Hand over whatever you're holding at once. And before you do anything unwise, let me remind you that I'll have you on the ground before you can even think about making a run for it. All right. I'll give it to you. But please let me say something first. If there's any contraband in that book, then the shopkeeper here is the one who slipped it in. I don't have anything to do with this. Why, you trying to leave me on the hook, huh? You were the one who said you wanted it. Save it for the interrogation room. Take them away, Letelier.
And who are... Oh! Aren't you the traveler who's been all over the papers recently? Chiori, I'm assuming what you wanted to ask me about has to do with them, right? Maybe I can let you in on what's happening then. Now that Vache has been brought to justice, no new shipments of synth will be made and distributed to sellers. The Fontaine guards have been busy collecting the remaining synths still circulating on the market. Thanks to a tip from our reliable source here, this should be the very last batch. Oh, so you were pretending to read a book in order to catch the bad guys! Oh, Paimon almost forgot to introduce ourselves. Paimon is Paimon, and this is the Traveler and Xavier! Hey, I'm Chevraz. You probably already heard me introduce myself, so I won't bother repeating it. Yeah, why didn't you make a move as soon as you had the chance? Were you worried that my intel wasn't accurate? No, I wanted to see if the shopkeeper would turn himself in first. All he had to do was come up to me and say that he didn't know where the synth had come from. If he did that, then I wouldn't have had to press charges on him. He had the whole day to turn the synth over to Chevraz. But instead, the moment I came up and blocked Chevraz's line of sight, he took the opportunity to sell it off. Yep, he made the wrong choice, even though the right choice was right there in front of him. But you knew they wouldn't make the right choice. Yeah, I knew. I was just hoping I'd be wrong for once. Enough about that, though. What did you want to ask me about? Oh, you see, it's like this. The Two Musketeers. You certainly have a good eye for a story. So what do you need me to do? Just be the action choreographer for the actors? Yes, that's right. I want to make sure we get all the details right. I want the actor's posture and understanding of firearms to be as realistic as possible. However, I'm afraid this work will require a bit of your time, since you'll have to be present whenever we're filming. Also, as for the pay... No need to say any more. I'll join. Huh? Just like that? Really? You're willing to help us with our humble film project? Sure, it's no big deal. As I said, we've wrapped up our investigation here, so I don't have any other tasks on my plate for the moment. Besides, I personally really like this novel. I even have the collector's edition at home. Stories where justice prevails over evil never get old for me. Then we've got a deal? Yes, I'll see you on set tomorrow. Oh my! I can hardly believe it! I should tell Lady Farina immediately. Oh, and I must tell the prop manager and lighting technician to get everything ready. We start filming tomorrow! Calm down, Xavier. The film is going to take more than just a day to finish. Still, I should also head back now and start preparing the actors' costumes and makeup. Alright, guess that's it for today then. Traveler, Paimon, please stay for a moment. I have something to tell you. Then I'll take Xavier back. Poor thing. He's so excited that he can't even walk straight anymore. I don't want to spend our first day fishing our producer out of the fountain. Xavier wird sich schon beherrschen He'd können. better. Das ist endlich mal das erste Kapitel rum. So what did you want to tell us, Chevraz? Have you read The Two Musketeers? The story is about a pair of children born into the household of a baron, and their struggle to survive together and take revenge for their mother. They were raised at the baron's estate, where their mother worked as a maid. The two were illegitimate children that the baron had with the maid, so they were never treated well by anyone. One day, upon returning home, they found their mother had been murdered and left dead on the floor. It was quite evident that the culprits were the other members of the baron's household, who never had any kind words to say to them. However, the baron was able to exert his influence and keep the whole thing under wraps. The mother's death was eventually deemed as a suicide, and there was no chance of bringing her murderers to justice.
the two siblings decided to flee and someday avenge their mother. Many years later, members of the Baron's family suddenly started turning up dead one after the other, all killed by gunshot. A rainbow rose was found on each of the victims' bodies, being the flower that the kid's mother liked best. The Baron believed that the mother's soul had come to take vengeance on him, so he lived in fear each day. But it was actually those two siblings who had fled all those years ago. They relied on each other to survive and trained day and night, eventually becoming adept musketeers. They used all of their abilities to collect evidence and clues before executing their plan and exacting revenge on the Baron. Their actions let the truth behind their mother's death be known to all. That's quite an exhilarating story. Yep, the Baron got what he deserved for his evil deeds, and justice was able to prevail. It was just the kind of story I enjoy. Oh, so is that why you were so willing to join our crew, Chevraz? You could say it was one of the reasons. Oh, you mean there were other reasons too? I've read the reports about you. Whether it was at the trials or when you lent your hand to resolve our nation's crisis, you've shown that you've got a strong sense of justice, as well as a great mind for deductions. Yes, you're as sharp as I expected. It seems you've experienced many similar situations before. There's been a recent murder case involving muskets. The perpetrator's methods appear to be very similar to what is described in the novel. Huh? Really? But Paimon didn't see anything about that in today's papers. The Marechaussee Phantom hasn't yet released any information to the public because the investigation is currently at a standstill. The murderer is extremely cautious. A murder involving firearms? But not that many people use those in Fontaine, right? Impossible. We perform a routine inspection of our firearms and ammo reserves every day. If one of the weapons had been fired, it would stick out like a sore thumb. Besides, I trust the members of my platoon. However... Well, that's all I can disclose about the case today. Huh? What do you mean? I hope you all can go back and get some shut-eye. You can decide tomorrow whether or not you'd like to join the investigation with me. I'm aware this might not be the ideal time to add more to your plate, but the more capable people we have, the better the chances that justice will prevail. Carrying out investigations isn't actually supposed to be our responsibility. Our job is to apprehend the perpetrators. Finding them is really up to the Marechaussee Phantom. You could say I'm taking part in the investigation out of personal interest. I don't want people to see muskets in a negative way, and also, I'm concerned about the similarity between the crimes and the story. You mean, they might be connected somehow? I suspect so. Just to make myself clear, this is not an order, nor is it a deal of any kind. It's a request, nothing more. If you two have any interest in the case after we finish filming tomorrow and are willing to assist me, then I would be most grateful. What do you think, Traveler? Yeah, you're right. Paimon's getting a little tired, too. We've really been hustling all day. You'd better head back and get some rest. It's good to keep a calm mind, especially when you're about to make an important decision. Otherwise, when the moment comes, you might end up like that shopkeeper and not even realize that the right choice is right there in front of you. Es geht nicht, es ist durch in die Stille. Endlich den ersten Abschnitt fertig. 8 bis 10 Uhr, nächsten Tag, jo. Oh, das kann ich so machen. Gehen wir dann. It's finally time to meet up with everyone. Paimon even dreamt of making the film last night. If Paimon remembers right, we're meeting at Hotel de Boer. Let's get going. Investing too much motion. Ja, was hast du jetzt für... Zwei... 4 Stück, das wird echt eng.
Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht mehr allzu lang dauern. Ayaka, Yoimiya, you're already here! Good morning. Xavier said yesterday afternoon went well. Yeah, and how about you, Ayaka? What were you up to yesterday? After we split up, Ayato went to see Udex Nervillet at the Palais Mermonia. I was originally thinking of going with him, but he said he could manage it himself. He told me to go see the sights around Fontaine and to enjoy the local culture. So I rode the aqua bus with Yoimiya and visited the opera house on Aranias Island. Yeah, you wouldn't believe what we saw there! 2 mechanical puppets that were dancing together! You've already seen them, right? Yeah, those two! Amazing, aren't they? Okay. We sat and watched for quite a while. It was mesmerizing. Like we could keep watching them forever. Oh, it was the same for us the first time we saw them, too! Afterwards, we went swimming at the beach! Well, diving, to be exact. It was the first time I ever breathed underwater! I held Ayaka's hand and we counted down together. 3, 2, 1, and then splash! We were beneath the waves. At first, I didn't dare to open my mouth. But once I couldn't hold my breath any longer, I decided to take a big breath in. Turns out the water wasn't as salty as I imagined. It didn't really taste like anything at all. Before I knew it, I was breathing like normal down there. It was an amazing feeling. Ayaka said I was too nervous and needed to loosen my grip. She got used to everything way faster than I did. I knew that the Traveler could do it, so I had no doubt we could do it too. That helped me feel at ease as soon as we dove in. The underwater world in Fontaine truly is beautiful. I love seeing the romaritime flowers blossoming underwater, like little candles lighting up the streets at night. Yeah, and there were so many creatures that we've never seen in Inazuma. Like those fish that shimmer like a sword blade. Whoosh! Oh, and those big fish that call when they see people. Ooh. Oh, you mean Hunter's Rays and Blubber Beasts! I just love the name Blubber Beast. Just wait till Pops and the others hear about this. They probably won't believe a word I say. Yoimiya was down there for quite a while. It was dark before we finally rode the aqua bus back to the city. I figured she'd want to sleep in today. Yeah, even I was worried I wouldn't be able to get up. I still felt like I was drifting in the waves when I went to sleep last night. But as soon as I woke up today, I remembered that we'd all be shooting a film together, and I was ready to go. Speaking of the film, where's everybody else? My brother and Xavier were speaking to the restaurant owner about using the place as a filming location. They should be here soon. As for the others, we're here. Please excuse my tardiness. I just finished the Special Patrol's 6-mile morning jog. Wait, 6 miles? I'm so tired. I heard you all chatting, so I decided to come down. I sure could use some of that endless energy everyone else has. Good morning, everyone. Morning. Can someone fetch me a cup of coffee? More milk, hold the sugar. Sure, I'd be happy to do that for you. No, you can't go anywhere. Please, have a seat over here so I can get started on your makeup. The last thing I want is coffee stains on my costumes. I can get the coffee. It's the perfect job for an assistant. So much energy. Seriously, what's her secret? Oh, Yoimiya's always like that. You sure look exhausted, Farina. It's because you're not
not used to waking up so early, huh? Of course not. I spent the whole night reading the novel from cover to cover, marking sections that either need to be omitted or adapted. Wow, Paimon didn't expect you to be so thorough. Well, I was the biggest star in all of Fontaine after all. It takes more than just a pretty face to earn a reputation like that. I know how to get serious when the situation calls for it. I went all out when I was acting as an Archon, so why wouldn't I do the same for my own life? Here's your coffee, Director Farina. Oh, thank you. The sound of being called director and the aroma of coffee feels almost as refreshing as hearing the birds chirping in the morning. Ah, it seems everyone has managed to arrive on time. We've reached an agreement with the restaurant owner. We are free to use the second floor to shoot our film. Really? That's great! He is really looking forward to our film, and hopes that providing his restaurant as a filming location will attract more customers. Well then, Mr. Xavier, I'll leave the rest to you. Okay, thanks. First, I'd like to introduce our new members. This is our prop manager, Veronique. She'll be in charge of all the film's props and items. And this is Bonneau, our lighting technician. He'll be in charge of lighting and illumination to set up each scene's atmosphere. Wow, sure feels like we have some real professionals joining the crew now. First of all, please allow me to first express my sincerest gratitude to everyone in the crew. When my investor informed me yesterday that he wouldn't be able to provide the funds, I really thought that this was the nail in the coffin for this film. I had no idea that I'd find so many people willing to help me on such short notice. Thank you. Thank you all from the bottom of my heart. No need to be so cordial, Mr. Xavier. We're all honored to be a part of this. Your works made a profound impression on me when I saw them back in Inazuma. I am sure that someday, this film will be remembered as a prime example of cultural exchange between Fontaine and Inazuma. Yes, the story is the reason I agreed to join. I can't bear to even imagine what this film would look like without the very best director. Anyway, I would like to make a promise to everyone that as the producer of this film, I'll do whatever I can to ensure that everything goes as smoothly as possible. This is not just my film. It also embodies the thoughts and feelings of every person here, as well as the endless effort we are about to pour into it. So, without further ado, the Two Musketeers will officially begin filming now! You may take it from here, Director Farina. All right, listen up, everyone. The first scene takes place when the two young musketeers are living at the Baron's home, still unaware of all that is about to happen to them. We'll need props and lighting to set the scene. Our lead actors can go get their makeup done, and extras, please take this time to go over your positions. Whoa, seems Farina's really kicking things into gear as the director. Is everyone clear? I don't want anyone traipsing around the set like umbrella finches. All right, cameras will start rolling as soon as the set is ready. Let's make a film that'll make some serious waves in Fontaine. Not the kind of waves that drown people. I mean, the good kind of waves. Seems like she's still a bit traumatized by that. Anyway, let's go see if there's anything we can do to help. Abschnitt. Ist nur echt halt. Nachricht an die Idioten.
wollte ich auch gerade sagen. Nett. Okay. How about here? A little more to the left. You got it. Hey, Yoimiya, do you need a hand? No, I'm fine. You know, doing the lighting is kind of like designing a fireworks show. It's interesting to imagine what kind of atmosphere the lights will create. I heard that the Traveler will be operating the camera and Paimon will be the clapper loader, right? Those roles are just perfect for the two of you. Really? Is that because it'll be easy for Paimon to hold the clapperboard while flying? Well, sure, there's that, but that's not exactly what I meant. I just think that after all your journeys together, you two must have developed a super close bond and just naturally know how to work with each other. If I'm not mistaken, the director will want the cameras rolling as soon as the clapperboard goes clack. Die Klappe wird in der Nachbearbeitung einfach herausgeschnitten. Oh, I see. It's amazing to see the magic behind filmmaking. Yoimiya, we need lights over there too. Oh, on it! I've got to get back to work. Chat with you later. Oh, it's exciting to see so many people working together to bring the film to life. Ja. Seems like Yoimiya's really getting into it. But she was right. We do have a super close bond, don't we? Selbstverständlich. Paimon's really happy to hear that. Nummer 1. Nummer 2 ist da hinten. Ayaka has mentioned you to me before. She said that you two were great friends when you were kids. No talking. I'm thinking about how to do your eyeshadow. Ah, yes. To help me really look the part. To achieve a more young and naive look for this scene. Are you saying the wrinkles around my eyes are too deep? You just have too much of a calculating look in your eyes. You sure don't mince your words. It seems you really haven't changed much. Quiet. So, this is a real musket? No, it's just a prop weapon. Not bad. Have you seen a real musket before? Only in books and newspapers. I made this one based on the relative shape and proportions I saw in reference images. When we're filming, some special gunpowder will be applied around the muzzle, which will help create the flash and smoke effects of a real gun being fired. Which means it'll be up to the actors to portray the recoil. That's right. The sound effects for gunshots will also be added in post-production. Thank you, Veronique. I think I know where to start now. However, the musket's gears and firing pin could still use some work. Adding some wear on the metallic components will make them appear more realistic. Also, be sure to rub the muskets with some oil each time before we start shooting. That'll give the impression that the firearms have been well maintained. Good point. You seem to know a lot, Miss Chevres. I assume you use these types of firearms on a regular basis? Yes, I perform routine maintenance on my weapons every day. Just like we as people need to eat and sleep, muskets need to be cleaned and maintained. I also perform similar care for my sword every day, and familiarize myself with its shape and weight, to the point where it feels like a natural extension of my body. Yes, this way, our weapons will never betray us in the heat of battle. Yes, well said. It seems we have the same philosophy on this topic. Oh, sounds like they found a common interest to talk about. Though these props differ from the muskets I use, I can still give you some pointers. Good. I look forward to your instruction. First and foremost, never point the weapon at anyone, regardless of whether it's a real or prop weapon, or whether you're holding it or it's on the table. This holds for any time when you're not actively engaging an enemy. Okay, understood. When aiming the musket, extend your arm so that it's level with your shoulder, and use your eye to look down the weapon's sights. Like this? Not bad. Now, try saying your lines. This is the end of the road for you. Good. Now turn your body a little.
That way, you'll give your enemy less of a target to work with. And relax your shoulders. Here, allow me to demonstrate. This is the end of the road for you. Huh. Excuse me, Miss Chiori. Director Farina, there's something I wish to discuss with you. Oh? What is it? Like this? Yes, much better. What do you think? I do see your point. But are you sure you wish to do this? I believe it would be most fitting. Well, if you insist. All right, I understand. Miss Ayaka, Miss Chevris, could the two of you please come over here? Huh? What's going on? Are we gonna start filming now? Let's go see. What is it? I have a question for you, Miss Chevris. Would you be willing to play the role of a musketeer? What? To clarify, I would like to turn over my role to Miss Chevris. But brother... Don't worry, Ayaka. I actually view this as a good thing. I was becoming troubled trying to set aside some time to speak to the staff at the Palais Mermonia. I would like to have some conversations about the cultural exchange between our two countries, and I've heard that the bureaucratic process here can get rather complicated. Now, I will be able to focus on my work. Besides, you also know that I'm not really one for public performances. Are you really sure? From a director's point of view, I also felt like the relationship between the two musketeers in the original story could be improved. The older brother in the story plays the lead role with his overbearing character, but this causes his character to overshadow that of his sister, and the theme of the two supporting and relying on each other isn't conveyed very well. But if we were to change the siblings to two sisters of a similar age, then that aspect of the story might come through more clearly. Also, I've seen you instructing Ayaka. That cold and dignified personality is exactly what we need for the older musketeer. Of course, even with all these insights, the decision should still be made by Miss Chevris. Chevros mentioned that she really likes the story, right? Paimon mentioned that she'll take the role. Ja, jetzt kann ich drehen. Wir wissen aber noch nicht, ob sie der Schauspieler All right, ist. I'll take the role. Good. It's decided then. I'll get started on making edits to the script. We'll also need to make some immediate adjustments to the lighting, props, and costumes. I have a feeling that our adaptation will be even better than the original story. You're doing a great favor for me, Miss Chevris. You have my gratitude. Don't mention it. I like this character, so if anything, I should be the one thanking you. Well, since my brother is the one who brought up the idea, I suppose there's no need to worry. Let's go, Miss Chevris. I look forward to working with you. Please, just call me Chevris. Seems like you're really going out of your way to solve the problem I was having with your makeup. Surely you jest, Chiori. I assure you that I was mostly motivated by a desire to spend more time on formal business. Oh, come on. You really think I'd buy that? According to what I've heard from Ayaka, her brother is someone who can juggle 10 different matters at the same time. I'm sure you have other reasons for backing out. Perhaps. Ayaka always said she wanted to go out and see more of the world, just like the Traveler. But I feel that she needs not only to see other nations, but also to make some different kinds of friends. I think it would be harder for her to make new connections with me constantly by her side. I would like to give her some space. All right, go on. Spoil her some more. Ayato! It's too bad you're stepping down from the role. Paimon really wanted to see you act as a musketeer. No need to poke fun at me.
I'd wager that you also felt that I wasn't the best candidate for the role. It's a little hard for Paimon to imagine you saying those lines. Müsste jetzt wieder zurück an die Arbeit gehen. Yes. I've made an appointment to meet some people from the Palais Mermonia. Now, I will have some more time to prepare. Traveler, get the camera ready. Paimon, get the clapperboard. Actors, to your positions. We're about to start shooting the first scene. Go on now. And please take good care of Ayaka. Yep, don't worry. Sie auf uns verlassen, vielleicht durchschaffen. Ja, gut, hat Thank you. I look forward to seeing the film when it's finished. All right. Now that we're all here, let me help set the scene for everyone. The first scene takes place when our two main characters are still living at the Baron's estate. They've been ostracized and verbally abused by others in the household, but they still have no idea why. We want to capture how naive and innocent they are, despite their pain. Chevres will be playing the role of the older sister, Tulip, and Ayaka will be the younger sister, Iris. Be sure to get close-ups of the main characters at the right moment. Silence on the set! Lights! Camera! Action! Let's go! Tulip, Mother's been out for quite a while now. Perhaps she went to pick some flowers on the way home. You know how she loves flowers. Iris, Tulip! I'm home! Mother! You were out for so long, we were beginning to worry about you. I'm sorry, but I'm back now, safe and sound. Here, I brought your favorite treat, apple turnovers. Mother, what are those bruises on your hand? Huh? What bruises? Oh, I must have bumped into something while I was working yesterday. But I didn't notice them this morning. Then perhaps they're from when I accidentally tripped when I was out just now. By the way, did you have fun playing at home? What's the matter, Iris? Well, we've realized that no one really wants to play with us. They even took Iris's doll and spat at us. And they even called us names. They said we were... Shh. It's all right. Don't worry. Girls, listen to me. It doesn't matter what anyone says. Don't listen to them. No one can define you with such words. You both have wonderful lives ahead of you. Just like your names. You will both blossom like beautiful flowers. Maybe your time to blossom hasn't quite come yet, but one day, you two will bloom more beautifully than anything else. Don't let the soil you're in now ruin your future beauty. Understand? My dear daughters. And cut! Not bad. The actors' emotions were all on point. Let's keep that take. Also, if our clapper loader could avoid shouting at the start of the scene next time. Oh, got it. Great. I was a little worried that my nerves would get the better of me. What about you, Chevres? I felt fine. The lines weren't too difficult at all. Seems like Farina must have adapted the role nicely. You two were great. I couldn't tell it was your first time acting in a film. You should have more confidence. Thank you for your encouragement. Positions, everyone! We'll move on to the next scene after we try a few more camera angles. Wir fahren uns bald einige Details zu erkennen. This
scene is when our two characters return home, only to discover their mother has been murdered. Ready? Lights! Camera! Action! Mother, we're back! Mother? What's wrong, Tulip? Iris, stay away! Huh? Why? What's... Mother! Mother... She's... Huh? There's poison in this cup. Huh? I could have sworn I've seen this kind of cup before. Those aristocrats. They didn't even try to cover up their actions. Iris, we need to leave this place. Leave? But now that Mother is gone, where can we even go? Anywhere. All I know is that we can't stay in this house. But are we just going to let them get away with this? We'll have our revenge, I promise you. Just not right now. Come on, let's go. No, wait. We can't just leave Mother here like this. At least let me leave this rose with her. That's why we went out in the first place. To buy her this flower. All right. Goodbye, Mother. We'll avenge you. Someday. And cut! Beautiful! Great performance! Oh my, you're so amazing, Ayaka! And were those real tears I saw? How did you do it? I was surprised too. Thank you for the kind compliments. Actually, as soon as Director Farina said action, I told myself not to think about anything. I just felt the weight of the moment and became the character. It's quite similar to practicing the art of the sword. You clear your mind and focus only on what's happening in front of you. Ayaka's performance was amazing. Have I discovered an acting prodigy? Pipe down, everyone! We need to move on to the next scene! Huh? Are we done already? But Paimon wants to keep playing with the clapperboard. How do you feel, Traveler? Is your arm sore from holding the camera all day? Good work, you two. You too, Shivers. You were quite the actress today. I've read this novel many times before. I have a good grasp of my character's mindset. Anyway, do you remember my request from yesterday? Oh, right! We were having so much fun that Paimon nearly forgot! You have a case where the murders seem really similar to the cases in the novel, right? So, how are they similar exactly? In the story, the main characters grow up to become two musketeers, always using their guns to carry out their revenge. And on each of the victims, they place a rainbow rose as a signal that they've returned. Yes, that's correct. We found rainbow roses just like in the novel. Seems like you're connecting the dots now. Oh, that does sound pretty concerning. Especially after seeing the script today. Ooh, now Paimon can't stop wondering what kind of ulterior motive the murderer might have.
What do you think, Traveler? You're smart. Paimon wants to hear your thoughts. Denke ich, dass wir in dem Fall mitarbeiten könnten. Wobei, ja. Good. On behalf of Fontaine's Special Security and Surveillance Patrol, thank you for your dedication to justice. There's no time to lose. We should start investigating right away. Follow me. Huh? Right now? Well, we just got done filming all day. Paimon's so tired. The most valuable intel always comes after nightfall. They are like small, remote islands in the middle of the sea. If you don't stay vigilant, you will pass right by them in the fog. That's how one of my favorite books always puts it, at least. So, where are we going right now? Let's start by checking out some workshops that sell mechanical components. If the culprit is making their own weapons, it's very likely that they'll visit those sort of places. No, ja. Ist halt echt schon heftig. Ich habe in 1 oder 2 Stunden alle Minigames und so gemacht und die Story dauert wieder unendlich lange. Ich bin vor allem erst im 2. von 5 Kapiteln. Ich zweifle an, dass ich das heute komplett durchbringe, wo wir den 2. Teil morgen oder so machen. Ach, schön. Welcome to Le Show's Clockwork Workshop. How can I help you? Hello. I'd like to know if anyone has purchased some special components lately. Special components? Sorry, could you be more specific? I mean the kind of components that aren't typically used for clockwork toys, but for firearms. Huh? For firearms? No, we don't sell those sort of things here. Don't misunderstand. I'm not here to cause any trouble. We are merely investigating a case, and we're hoping that you could cooperate. Well, to be completely honest, I'm not even sure what kind of components that would entail. Has anyone ever purchased components here as an individual rather than on behalf of an organization? We have a lot of customers who buy toys, but those who buy components are all regular customers who buy in bulk on behalf of their organization. Is that so? I understand. Thank you for your cooperation. You're welcome. It's the least I can do. Okay. Ja, was ist jetzt im Season Pass? Was soll das? Jetzt muss noch den Story-Abschnitt fertig und dann haben wir ja Ende. Oh, hey, Chevrolet. Run out of oil for your musket again? Hello, Estelle. I want to know if anyone has come to your shop recently to order some firearm components. Oh, is this another case? Let me think. I don't think so. Some people have requested that I make some prop guns for the Fontanalia Film Festival, but I refused all of those requests. Oh? Why's that? Because there's no profit! I only make things here that can do some real heavy lifting. I don't have the energy to make some new molds just for the festival. Then has anybody come specifically looking for mechanical components? Well, I usually sell off my scrap to the Fleuve Cendre. I don't typically give them to one specific person. I understand. Thanks for your cooperation. Don't mention it. Always happy to have the Musketeers' patronage. Seems like we haven't found any leads to go off yet. Yeah, unfortunately. Alright, let's head to Fleuve Cendre next. Huh? Are you sure? People might
not be so thrilled to see the captain of the special patrol there. You think so, huh? Then I guess you don't know. Huh? Know what? That I grew up in Fleuve Cendre. Ups. Ist ein wenig tot. Ja, doch nicht. Aber... Hello, I'd like to ask some questions. I don't know anything. Don't worry, I'm not here to arrest anybody. You say that now. It's the truth. Here, take this as my guarantee. Wait, did Paimon just see what she thinks she saw? Is the captain of the special patrol bribing a citizen? Seems you're different from the other guards. What do you want to know? Have you heard anything related to muskets in Fleuve Cendre lately? Anything at all? Muskets, huh? All I know is that about 2 weeks ago, we started hearing some loud noises at night. So loud that it's been waking me up. Were they gunshots? Possibly. It's hard to tell around here. Someone's house collapsing, a pipe exploding somewhere, it's all the same. But the noises I'm talking about definitely happened after I fell asleep. Do you know where the noises were coming from? I don't remember clearly. Is it that you don't remember, or that you need to think about it some more? You tell me. Then please, think about it some more. She's giving her even more Mora! The noises came from the end of the southern waterway. I came out and had a look for myself when I wasn't sleeping well, but I didn't dare get too close. That's all I know. All right, I'll take your word for it. Thanks for the pâte de fruits. No need to be surprised. I grew up here, remember? I know how to get people around here to talk. My apologies, I'm all out of sweets. Though I do have some other tempting snacks in my custody. Fries, fried chicken, and even onion rings. But taking care of junk food is my responsibility. You're better off sticking to your normal, nutritious diet. Now then, let's keep going. Sarkasmus mit Sarkasmus beantwortet wird. Herrlich. Ja, danke. Ich da hinten bist du. It's been a while, Tetro. Please, just get on with your request. I want to know if you've heard anybody talking about muskets lately. Information isn't free, you know. I've heard that bandits have been extremely active in the countryside recently, and they've been affecting the delivery of goods to Poisson. I can allocate some more manpower to help out with that problem. What do you say? You're still as helpful as ever. One of our men got drunk at dinner about a month ago and lost his gun. 3 days later, it turned up in the corner here. What's weird about that? He just forgot where he put it, right? This is Fleuve Cendre, my friend.
anything of value left in the tavern won't ever make it to the next day. But that gun turned out to be an exception. It didn't get any new wear and tear on it, and didn't even appear to have been fired. We were quite mystified as to what could have happened. I suspect it came back because the weapon was already known to the guards. You mean, a criminal was afraid the Marechaussee Phantom would use the shot marks to track them down? Maybe. But if that's the case, the culprit really took great care to avoid getting caught. I didn't say anything about a criminal. In Fleuve Sandra, knowing who was killed is as easy as knowing what clothes you're wearing today. It's the guy living in the East Side, isn't it? I've never liked him. Every time he's here, he just orders a drink and sits there with a nasty look in his eyes. So, who was the one who lost the gun in the first place? Don't bother. Even if you ask, he wouldn't admit to owning a gun to some strangers. Not to mention the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. He's right. I know you grew up here, Shavras. Even though you're on good terms with the Spina, you've still been gone too long. Not many people know you here now, and a lot of people don't like the Special Patrol. I know. So take my advice and don't show your face too much around here. It's for your own safety. I'll come and go as I please, and I'm afraid I'll be appearing more often due to my work. All right. Don't say I didn't warn you. Offen gegen Restaurant. Damit haben wir oder so. Ich hab hier nix. Ne. Der jetzt so langsam zum Ende kommen will. Jetzt muss ich da nochmal morgen. Ich habe jetzt echt gedacht, dass ich das vielleicht heute noch schaffe. Nur wieder viel länger als erwartet. What's all this? Some broken planks and barrels, as well as some liquor bottles? Yes, but have a closer look, Paimon. Hmm? Even though somebody has purposefully tried to clean them up, these are obviously marks from musket bullets. In other words, someone was here trying to improve their shot. They were using the barrels and bottles for target practice. Could it have been the killer? Your guess is as good as mine. Although many people at Fleuve Sandra own guns, few hide the fact from others. And even fewer would go to such lengths to hide markings from practice shots. Anyway, let's go. There might be more to this. Ist das jetzt endlich das zweite Kapitel zu Ende oder immer noch Seems like nicht? that's all we'll be able to uncover for today. Paimon feels like we managed to learn a lot more here than up on the surface. Yes. Assuming that everything we found is indeed connected to our suspect, then their timeline was probably something like this. A month ago, our suspect found a gun and took it home to disassemble it. Once he'd figured out its mechanics, he brought it back. In the following weeks, he used some parts to create his own makeshift musket, and took it to the Fleuve Sandra for target practice. Then, a few days ago, he found his target and carried out the murder. Once the deed was done, he left a rainbow rose on the body, just like the scene in the novel. That all makes sense to Paimon, but we're still no closer to figuring out the killer's identity. The deceased was a resident of Fleuve Sandra. It's said that he was a poor, solitary man. Das Opferroman war jedoch ein Adliger. Yeah, that's also something I'm trying to figure out. If we are indeed following the novel, and there's a story behind the murder, then this murder should be an act of vengeance. But according to our investigation, the deceased didn't have any enemies.
He was no saint, but no one's heard of a rival who hated him enough to shoot him dead. Much less care to leave a rose on his body. What message is the killer trying to convey? And to whom exactly? We've thoroughly investigated that possibility. He claims to have spent the whole day at the Opera House on the day of the murder, and the staff there have confirmed his account. Okay, so he has an alibi. Not only that, he lacks a credible motive as well. He has a family of his own, and both of his parents are still alive. I've looked into his records. He was adopted at the age of 6, and all the proper procedures were followed. There are also records of him at an orphanage before then. In the story, the mother of the 2 musketeers was murdered after the children turned 10. Of course, he could have changed the children's ages, but I don't want to assume anything without evidence. More importantly, I've also had a chat with him in person. He didn't seem like the kind of person who would pull the trigger to kill a man. Then, what should we do now? We have all this new information, but it doesn't help us move forward. Investigations take time. I didn't expect us to catch the culprit in just a single day. How about this? Let's spend the next few days filming with the crew. We can continue the investigation once we're done with the film. I'm sure that given time, new leads will present themselves. Wait, but weren't you saying Intel is like small, remote islands in the middle of the sea just a moment ago? Wouldn't you just miss them if you were to stop looking? Ah, but the book had more than one reference to the islands, Paimon. Oh? What else did it say then? As long as you spend enough time sailing through the fog, you'll eventually come across an island. Auftrag abgeschlossen. Damit sind 2 fertig. Ja, das ist aber heute irgendwie. Wie gesagt, ich habe heute soweit genug, hatte zwar vorgehabt, es heute abzuschließen. Aber erstens, ich habe gar nicht die Zeit. Weil ich muss weiter. Und zweitens, ja. Nachtschicht habe ich jetzt auch keine gute Lust nicht zu machen. Wie schaut es denn aus? Mit dem GB1 kann ich machen. Okay, das heißt, gehen wir zu unserem üblichen Ort. Nee, schade, ich habe zwar echt gehofft, ich krieg's heute durch, aber ich schaff's nicht. Wenn mich dann als Ausgleich da morgen ein bisschen von der Erkundung mal mit. Aber morgen wird es wahrscheinlich nur dann bis ca. 12, weil ich... Ja, komm. Den Auslöser, den Auslöser, den Auslöser, danke. Jo, nur Wille. Nicht nur Wille. Ich hab immer Glück. Na ja. Dann probieren wir mal. Na, hätte ja klappen können. Den habe ich schon auf Maximum mittlerweile. Da habe ich nichts dagegen, die wollte ich auf Max bringen. Okay. Jetzt wird echt schwierig, das nochmal voll kriegen. Ich habe da nichts mehr ausstehen. Hab hier auch nichts mehr ausstehen. Und 3 Stück reichen kein paar aus aktuell. Auch schon gekauft als Sekundär. Ah, mach wieder. Also, Kuchen, was wird denn lila? Habe ich definitiv noch nicht auf Max. Aber fast mittlerweile. Schräg, ich weiß gar nicht, habe ich den überhaupt auf Max? Ja, ist schon auf Max. Okay, kann ich den entsperren? Wenn ich den schon auf Maximum habe, na dann. Ich habe noch was gesehen, ich habe noch gar nicht die täglichen Aufgaben abgeholt. Was ist jetzt in deinen Aktionen wieder?
noch gleich schickt. Das wird morgen auch noch mal eine ganze Weile dauern, nachdem die einmal eine halbe Stunde lang sind. Egal. Jetzt ungefähr nochmal 1, 2 bis 3 Stunden Stream. Vielleicht auch 4, wie gesagt. Ich schaue noch wie lang. Ad Astra Abyss. Thank you for completing today's commissions. Here is your reward. Jetzt habe ich wirklich für heute soweit alles fertig. Mal ganz kurz, habe ich das eingesammelt, vorher ausmacht. Habe ich auch. Und da habe ich auch alles, weil das ist erst in einigen Tagen überhaupt fertigzustellen. Naja, aber wie gesagt, wenn ich jetzt schon eine sehr, sehr lange gemacht habe, dann hoffe ich mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Gerne auch abonnieren. Also ja, eben sonst. Und ansonsten sehe ich dann euch wieder im nächsten Stream. Bis dahin, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. I really want to go traveling. I don't mind where we go, as long as I have my friends with me.